Illegale Geschäfte, Kryptowährungen, Bitcoin und zurückverfolgbare Zahlungen? Wie passt das denn zusammen? Spannendes Thema, dachtet sowohl ihr euch als auch Steuerung F, denn ihr habt mich gebeten, auf das Video Bitcoin, wohin führt die Spur illegaler Geschäfte von Steuerung F zu reacten. Und genau das wollen wir tun. Kleiner Kontext hier, ich unterrichte den technischen Teil von Kryptowährung an der Hochschule und dementsprechend, ich freue mich auf das Video. Ich bin gespannt, was da so alles gemacht wird. Ihr habt mich auch gebeten, nicht so viel vorwegzunehmen, weil ich immer das halbe Video freestyle und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ich werde das einfach dann im Video ergänzen und los geht's. So, magische Hand und Play. Betrug, Drogen, Identitätsklau. Ganz einfach online. Du sitzt in deinem Kinderzimmer und kriegst das Geld auf dein Konto. Bitcoin, Monero und Co. machen das möglich. Oh, das ist gut. Sie haben Bitcoin, Monero und Co. gesagt. Also nur für den Zusammenhang, es gibt nicht nur eine Kryptowährung. Ja? Ihr habt normalerweise sehr, sehr viele Kryptowährungen. Da draußen gibt es über 1000 und es gibt halt so ein paar größte. Die größte ist eigentlich Bitcoin, das ist halt so die bekannteste. Die kann man am leichtesten kaufen, verkaufen, handeln und so weiter und so fort. Die zweitgrößte wäre aber zum Beispiel Ethereum und dann kommt sowas wie Cardano zum Beispiel. Aber eine, die nicht ganz so groß ist, die aber sehr, sehr anonym ist, ist eben Monero. Das ist das, was er hier gerade gesagt hat. Monero hat einige kryptografische Strukturen, die wahnsinnig interessant sind. Ich glaube, da werden wir noch im Laufe des Videos drauf kommen. Ich verschiebe mir mal noch ganz kurz meine Kamera, damit ihr ein bisschen mehr von mir seht und ein bisschen weniger von meiner Beleuchtung. Also zu Monero machen wir nachher noch ein bisschen mehr. Nehme ich mal schwer an, aber es ist gut, dass Sie hier schon mal in die richtige Richtung gehen. Da reden wir insgesamt schon über größere Summen. Top Deal. Spuren verwischen leicht gemacht. Geldwäsche via Kryptowährung. Wir folgen den Coins. Sieht immer noch eher nach Wohngegend aus. Weniger. Okay, ganz kurz zum Wir folgen den Coins. Wobei, das wird wahrscheinlich noch kommen, das war das Intro. Machen wir nachher. Bürokomplex. Erinnert ihr euch noch an das Crime Network? Das ist ein Darknet-Forum aus Deutschland. Da haben wir auch schon mal einen Film drüber gemacht. Auf diesem Forum treiben sich Groß- und Kleinkriminelle rum. Zunächst mal, das Crime Network ist kein Darknet-Forum. Das Crime Network ist im Clearnet erreichbar. Man muss nicht den Tor-Browser benutzen, um auf das Crime Network zuzugreifen. Es wird aber wärmstens empfohlen, weil es eben illegal ist und natürlich jeder, der dort drauf klickt, von seinem Provider mehr oder weniger instant gemeldet wird. Nein, also nicht instant, aber im Endeffekt, die Gefahr ist natürlich da, dass ihr, wenn ihr nicht das Tor-Netzwerk benutzt, dann erkannt werdet und dass dann ihr sofort verfolgt werdet. Aber es ist kein Darknet-Forum eigentlich. Man kann von jedem Browser drauf zugreifen. Und so sieht das dann aus. Ein Marktplatz für Illegales. Hier gibt es zum Beispiel Drogen, geklaute Kredite. Und das ist Werbung. Also diese blinkenden Dinger hier unten, das ist Werbung. Die normalen Sachen finden einfach in einem Forum statt. Da schreiben einfach ganz normale Menschen, wie ihr es halt von... Kennt ihr von früher noch die Foren, sowas wie... zum Beispiel mein Forum, ich hatte auch mal ein Forum. Ja, da kann man auch solche Sachen theoretisch schreiben. Natürlich haben wir das dann immer gelöscht, aber hier ist halt genau dafür eben alles da. Kreditkartendaten oder gefälschte Dokumente. Seit unserem ersten Film über das Crime Network fragen wir uns, wie kommen die Kriminellen eigentlich an ihr schmutziges Geld? Und nach unserem Film hat sich jemand bei uns gemeldet, der Leon Fluffig heißt. Der hat geschrieben, als User war ich sehr aktiv dabei und in vielen Sachen beteiligt. Falls Interesse besteht, könnte man sich gern über alles austauschen, da ich raus aus der Szene bin. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Lange schreiben wir hin und her. Er geht uns gegenüber sehr offen mit seinen mutmaßlichen Straftaten um. Er habe gefällt via eBay, das heißt im Großen und Ganzen hat er Sachen verkauft, die nicht existieren und darüber hinaus hat er einen Fake-Shop gegründet oder mehrere und hat da auch Dinge verkauft, die nicht existieren, Kühlschränke unter anderem. Das ist übrigens mittlerweile eine relativ gängige Masche. Also, wenn ihr teilweise bei Google nach Sachen sucht, dann kommt ihr zu einem Fake-Shop. Das bedeutet, der Shop ist zwar da, ihr könnt ganz normal einkaufen, ihr könnt auch ganz normal bezahlen, nur die Sachen existieren halt nicht. Und was dann im Endeffekt passiert, ist folgendes: also teilweise bieten die auch ganz normale PayPal-Sachen oder sowas an. Die PayPal-Konten sind aber natürlich keine so echten PayPal-Konten, wie du eins hast, ich eins habe vielleicht, sondern es sind PayPal-Konten, die halt mit gefakten Daten erstellt wurden, die halt einfach nicht auf denjenigen mit dem Shop zurückverfolgbar sind. Und ihr überweist dann quasi Geld auf dieses PayPal-Konto und naja, ihr habt dann halt irgendwie so 2 Wochen müsst ihr warten, bis ihr da irgendwas sagen könnt, weil natürlich 2 Wochen braucht die Ware eventuell, bis sie geliefert wird. Und
die mit dem Fake-Shop sind dann halt schon lange weg, bis ihr dann irgendwas machen könnt und das Geld ist dann halt auch weg. Deswegen, da muss man wahnsinnig vorsichtig in letzter Zeit sein, gerade wenn man auch eben, wie gesagt, googelt. Ganz normal nach, zum Beispiel, ich habe neulich mal nach Nintendo Switch gegoogelt, weil ich den Preis wissen wollte. Und dann war da so ein Angebot 200 €. Das ist wahnsinnig günstig, ist aber natürlich kein echtes Angebot gewesen. Es war ein Fake-Angebot und zwar Platz 1 der Google-Shopping-Ergebnisse, was echt gefährlich ist. Also da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen in letzter Zeit. Und damit hat er eine 6-stellige Summe verdient. Organisiert nicht hat er den unüblich. Betrug über das Crime Network, die Währung auf der Plattform Bitcoin. Wie aber hat er die später zu echtem Geld gemacht, um damit unbeschwert shoppen gehen zu können? Schließlich verabreden wir uns in Hamburg. Also ich stehe jetzt hier in der Bahn und warte auf Herrn Fluffig. Herrn Fluffig macht einen sehr zuverlässigen Eindruck. Er schreibt immer sehr regelmäßig. Jetzt hat er gerade geschrieben, dass er in der Bahn sitzt. Aber natürlich besteht immer noch ein Restrisiko, dass der Kollege nachher nicht auftaucht. Aber er kommt tatsächlich. Fluffig erzählt uns, dass er auf dem Crime Network klein angefangen habe. Später habe er in einer Gruppe verschiedene Betrügereien organisiert. Kurzum, er hat wohl viele Menschen abgezogen, und zwar nicht zu knapp. Kannst du ungefähr überschlagen, wie viele Leute du abgezogen hast? Ja, es geht schon in die Hunderte, wenn nicht teilweise schon an die 1000. Also sind nicht wenig Leute, nee. Und hast du mal ein schlechtes Gewissen deswegen? Nee, Warum nicht? ich weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Du hast keine direkte Interaktion mit den Leuten. Du sitzt in deinem Kinderzimmer oder halt in deinem Büro, was weiß ich, und kriegst das Geld auf dein Konto. Mehr Interaktion hast du mit den Leuten nicht. Das ist generell ja das Problem beim Internet. Ihr habt nicht so viel Interaktion mit den Menschen. Deswegen fällt es euch leichter auch, Sachen zu ertragen. Also ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt beleidigt werde, ja, dann ist es was völlig anderes, wie wenn jemand zu mir ins Gesicht sagen würde, ey, du Missgeburt oder sowas. Das ist halt eine ganz andere Dimension. Und hier natürlich auch dadurch, dass er nicht mal mit den Leuten persönlich geschrieben hat. Also ich meine, Phishing macht man ja dann konkret an bestimmte Leute adressiert. Das heißt, wenn man jetzt hergeht und eine bösartige E-Mail schreibt und dann halt wirklich genau eine Person abzieht sozusagen, dann hat man so ein bisschen Kontakt zumindest gehabt, aber hier ist ja wirklich Fake-Shop, ja. Was passiert da? Leute kaufen ein. Das ist ungefähr so, als würde man bei Amazon einkaufen, also in einem kleineren Rahmen natürlich. Die haben noch weniger Interaktion. Das Gemeine ist halt auch, der Fake-Shop hat danach eure Adresse. Das macht es halt noch schlimmer eigentlich, weil mit der Adresse können sie dann wiederum im Darknet verhandeln oder quasi die Adresse verkaufen. Das ist noch mal schlimmer. Mit der kann man dann zum Beispiel Identitätsdiebstahl machen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ist ja nicht so, dass du dich im realen Leben mit denen triffst. Okay, wäre das geklärt. Jetzt aber zur Sache. Wie schafft er es, seine wohl illegal verdienten Bitcoin sauber zu kriegen? Jetzt hast du all dieses Geld auf irgendwelchen Bitcoin-Wallets liegen, ne? Genau. Wie kriegst du das in die echte Welt übertragen? Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Es geht also durch das Forum. Naja, also Bitcoin sind auch eigentlich wie echtes Geld. Ja, man kann sich ja damit auch Sachen kaufen. Es gibt einen Haufen verschiedene Dienstleister, die euch auch normale, echte Güter für Bitcoin kaufen lassen. Also zum Beispiel Amazon oder Steam, ja, da wo man Games kaufen kann. Die haben eine Weile Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Das ist völlig normal gewesen und da muss man ja auch irgendwie, oder da kann man auch ganz normal damit einkaufen. Mittlerweile machen sie es nicht mehr, aber nicht, weil es irgendwie kriminell wäre oder sowas, sondern weil der Kurs so volatil ist. Das bedeutet, wenn ihr heute was bei Steam kauft, zum Beispiel ein Spiel für 50 €, ja, ihr überweist das Ganze in Bitcoin, dann müsst ihr ja eine Stunde warten, bis die Bitcoins quasi sicher angekommen sind. Dazu kommen wir wahrscheinlich nachher noch. Und in dieser Stunde kann halt alles passieren. Der Bitcoin-Preis kann von $50.000 auf $5, im Extremfall jetzt, so stark wird es niemals sein, aber zumindest halt deutlich nach unten gehen, wenn zum Beispiel Elon Musk mal wieder irgendwas twittert. Und ja, dann habt ihr halt als Steam zum Beispiel 50% Verlust gemacht. Das heißt, ihr habt das Game eigentlich für 25 € verkauft. Oder der Preis kann halt nach oben gehen auf 100.000 €, jetzt krass gesagt. Dann habt ihr halt das Spiel für 100 € verkauft, anstatt für 50. Das ist halt, die Schwankungen sind viel zu krass. Aber deswegen hat Steam eben die Zahlung jetzt nicht mehr akzeptiert. Es gibt genug andere Anbieter, die sie noch akzeptieren, eben weil es legal ist. Es ist ja quasi wie ein Zahlungsmittel, nur eben ein anonymes bzw. pseudonymes Zahlungsmittel. Wird sehr vieles einfacher gemacht.
Also man konnte halt zum Beispiel Bitcoin-Prepaid-Karten kaufen. Da sendest du deine Bitcoins hin und mit der Karte kannst du dann an jeden x-beliebigen Bankautomaten gehen und das Geld auscashen. Diese Bitcoin-Karten, die gibt es immer noch. Also die sind auch völlig legal, keine Sorge. Wenn man sowas benutzt, dann ist man nicht gleich ein Straftäter. Die sind eigentlich voll cool. Also mit denen kann man halt relativ anonyme Zahlungen tätigen. Der Punkt dahinter ist halt, wenn ihr euch so eine Bitcoin-Prepaid-Karte kauft, müsst ihr euch verifizieren. Normalerweise eben dieses KYC durchführen. Und dann eben an dem Anbieter müsst ihr dann halt sagen, hey, mein Name ist das und das, meine Adresse ist das und das, hier ist mein Ausweis und so weiter und so fort. Auch wenn ich das wirklich nicht mag, mit dem Ausweis irgendwo hinschicken, hier wird das halt gemacht. Und das ist völlig normal. Das müsst ihr ja bei einer Bank auch machen, wenn ihr ein Konto eröffnet. Das ist ganz klar. So, und wenn ihr dann an Bankautomaten geht oder eure Coins sozusagen in echtes Geld wieder auszahlen lasst, dann wissen die halt trotzdem, okay, XY hat halt gerade seine X Bitcoin in Geld auszahlen lassen. Ist völlig normal. Aber hier war eben das Ding, beim Crime Network konnte man sich halt falsche Karten holen. Das bedeutet, die Karten, diese Bitcoin-Prepaid-Karten, die waren nicht registriert auf einen Namen, also nicht auf euren Namen registriert, sondern auf irgendeinen Namen, mit halt einem geklauten Ausweis gemacht. Und das ist halt das große Problem. Also wenn ich jetzt natürlich hergehen kann und ich kann mir mit einem geklauten Ausweis so eine Fake-Bitcoin-Prepaid-Karte oder generell auch ein Bankkonto eröffnen, dann ist halt scheiße. Dann ist halt wirklich übel. Dann kann man es halt nicht mehr nachvollziehen. Das ist halt genau das Ding. Und das ist der illegale Punkt. Also da wird es dann illegal, wenn man diesen KYC, also diesen Ausweis sozusagen betrügt, weil das ist im Endeffekt Dokumentenfälschung. Gehst du dann selber an den Geldautomaten und holst du das Geld ab? Am Ende hat man sich die Leute am Bahnhof gesucht. Ich sag mal Obdachlose. Denen hat man gesagt, hey, du gehst damit hin und ich stelle mich mit ein bisschen Abstand hin, du läufst dahin, cash mir das Geld aus und ich gebe dir dann, ich sag mal, 25, 30 Euro ab. Und die freuen sich halt darüber und man selber ist nicht auf der Kamera. Okay, krass. Und umständlich. Dafür ist das Geld nicht mehr zu ihm zurückzuverfolgen, denn darum geht es den Kriminellen ja. Und dabei soll Kryptowährung helfen. Jo, definitiv. Solange man die Bitcoin-Wallet nicht mit seinem echten Namen in Verbindung bringt, sind Bitcoins mehr oder weniger sicher. Nach unserem Treffen lockt er sich vor unseren Augen in einen Crime Network High-Level-Account ein. Dort sehen wir, dass er wohl jahrelang sehr aktiv war. Das beweist aber nicht die Straftaten, von denen er spricht. Also kurz und gut, ein sehr interessantes Gespräch mit einem Gesprächspartner, von dem wir nicht hundertprozentig sagen können, ob alles stimmt, was er sagt, aber der schon einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck auf mich macht, sofern das Betrüger machen können. Das Wichtigste aber, er bringt uns auf eine Idee. In den verschiedenen Foren im Crime Network soll alles stehen. Klar. Ist ja der Sinn davon. Dazu, wie man illegal verdiente Bitcoin in die echte Welt bringt. Und zwar ohne seine Identität zu verraten. Diese Tipps sind schnell gefunden. Einer lautet: Ja, genau hier. Monero Exchange und dann wieder zurück zu Bitcoin. Das ist eigentlich so der beste Weg, den man machen kann. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum Monero und warum nicht einfach nur Bitcoin. Der Punkt ist eben folgender. Jetzt können wir ein bisschen auf Monero eingehen, finde ich. Wenn ich jetzt Kryptowährung, nehmen wir einfach mal an, ich bekomme von irgendeiner Quelle her Bitcoin, dann sind diese Bitcoin mehr oder weniger nicht registriert. Ja, sie sind aber pseudonym. Das heißt, ich habe eine Bitcoin-Adresse und diese Adresse, da kann ich einfach nachgucken. Also es gibt wirklich, wobei ich glaube, das machen sie nachher noch, da kann man nachgucken, wo dieses Geld eben reingekommen ist und wahrscheinlich wieder hingegangen ist. Man hat zwar keinen Namen dazu, man hat aber diese Adresse. Man kann sehen, wie viel Guthaben ist auf der Adresse und so weiter und so fort. Und das ist auch völlig okay, solange ihr eben nicht euren Namen in Verbindung bringt. Wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel sowas macht wie Carding zum Beispiel oder irgendwie, sagen wir mal, ihr habt so eine Bitcoin-Prepaid-Karte gekauft, ja, im Darknet. Dann ist da, oder halt auf dem Crime Network, ist völlig egal wo, dann habt ihr natürlich irgendwann mal eure Adresse zum Beispiel vielleicht angegeben bei diesem Typ, der euch die Bitcoin-Prepaid-Karte geschickt hat. So, der hat jetzt aber zum Beispiel auch eine Bitcoin-Adresse von euch und dadurch ist, wenn die Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel jetzt bei dem klingeln und sagen, ey, yo, gib mal alle deine Dokumente und der hat sich nicht richtig um seine Security gekümmert, dann ist halt das Problem, da ist euer Name drauf und eure Bitcoin-Adresse ist dann mit eurem Namen in Verbindung zu bringen. Und dann kann man relativ schnell sehen, aha, der hat dahin Geld bekommen, von da Geld bekommen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr anonym.
Wenn ihr jetzt allerdings Monero habt, dann ist das eine ganz andere Geschichte, denn Monero haben Ring Signatures, die haben Mixing, die haben CoinJoin und so weiter und so fort. Also die haben noch ein paar andere Sachen. Und Zcash zum Beispiel, das wäre eine andere sehr anonyme Währung im Vergleich zu Monero jetzt noch eine Alternative. Die haben Zero Knowledge Proofs, also die haben ZK Snark, das ist, muss ich jetzt hier nicht erklären, das ist aber ziemlich kompliziert. Da weiß man am Ende weder von wem ihr Geld bekommen habt, noch wohin euer Geld gegangen ist. Und wie viel Geld gegangen ist. Die haben da mehr oder weniger kryptografische Mechanismen drin, dass das am Ende nicht mehr möglich ist. Und das ist, also kryptografisch gesehen, wahnsinnig cool, weil im Endeffekt jeder kann die Blockchain runterladen und lesen. Ja? Die Blockchain ist eine öffentliche Datenstruktur sozusagen. Und es gibt auch Blockchain Explorer, da könnt ihr einfach dann hergehen und quasi mal gucken, welches Geld ist von wo und wo gekommen. Und im Endeffekt kann jeder das Ganze nachvollziehen, weil es ist, wie gesagt, öffentlich. Aber mit Monero kann man eben das Ganze nicht mehr. Also was macht man? Man tauscht die Bitcoin in Monero, dann hat man keine Bitcoin mehr und dann kauft man sich neue Bitcoin für eben genau diese Monero. Und dann habt ihr Bitcoin, die halt ganz normal sind. Was noch viel, viel geiler ist, wenn ihr einfach Monero bekommt, Monero behaltet und am Ende wieder Monero in Geld auszahlen lasst. Weil Monero ist, wie gesagt, halt komplett anonym. Da habt ihr halt gar keine Möglichkeiten mehr. Ja. Der sauberste Weg ist, sie in Monero zu exchangen und dann wieder zu Bitcoin zurück. Häufig heißt es, man müsse sie tauschen. Man müsse sie in andere Coins tauschen, zum Beispiel in Monero oder Ethereum. Damit würde man seine Spuren verwischen. Das macht das Ganze sozusagen komplizierter. Hier schreibt der User TrueCrime, und TrueCrime wird es ja wohl wissen, das Beste ist Bitcoin, Monero, Bitcoin. Also tauschen, tauschen. Da stand noch was anderes Wichtiges gerade. Finger weg von Bitcoin-Mixern. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Bitcoin-Mixer sind im Endeffekt Dienstleister, die kann man auch im Darknet finden, also tatsächlich im richtigen Darknet, wahrscheinlich auch auf dem Crime Network. Und was die machen, ist Folgendes. Also ihr müsst euch das immer noch als offene Plattform vorstellen, ja? Bitcoin kann jeder lesen. So, und ihr möchtet nicht, dass eure Adresse jetzt, also eure Auszahladresse mit eurer schmutzigen Adresse, wo ihr die illegalen Zahlungen bekommt, in Verbindung gebracht werden. So, was dann passiert ist bei dem Bitcoin-Mixer ist Folgendes. Da werden einfach wahnsinnig viele Zahlungen auf einmal auf eine Adresse gemacht. Dann werden wahnsinnig viele Zahlungen, oder halt diese Adresse ist dann quasi reich. Und dann gehen die an wahnsinnig viele Adressen wieder raus. Dann gehen die wieder an mehrere Adressen zusammen und so verteilt sich das und man kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Irgendwann steht mal eure Adresse, ganz, ganz weit hinten. Und das zurückzuverfolgen ist quasi unmöglich. Der Witz an der Sache ist allerdings, diese Bitcoin-Mixer, das bedeutet, ihr müsst jemand anders euer Geld schicken. Und zwar komplett. Ja? Das heißt, ihr habt einen Bitcoin-Mixer, der erstmal Geld von allen bekommt, dann tauscht er das immer mal wieder hin und her und so verliert sich quasi die Spur. Und dann casht er euch das wieder aus. Aber eben dieser letzte Schritt, da seid ihr komplett auf den angewiesen. Das heißt, wenn ihr Pech habt, seht ihr euer Geld nie wieder. Deswegen macht man das mit Bitcoin-Mixern normalerweise nicht. Zum Monero Exchange ist sowieso viel einfacher und vor allem günstiger. Solche Bitcoin-Transaktionen, die kosten Gebühren und diese Gebühren sind wirklich hoch. Also gerade, ich weiß nicht, wie viel wir momentan haben. Wir können kurz nachgucken tatsächlich mal. Ich pausiere das mal. So, da sind wir wieder. Und zwar, wir sind jetzt gerade hier bei 13 US-Dollar für eine Transaktion. Wir sehen aber hier, es war auch schon mal ganz schön weit oben, ja. Da hat eine Transaktion, also einmal irgendwo hin überweisen, hat 62,78 Cent gekostet, oder 0,79, wenn man rundet. Das ist schon viel. Also ihr müsst euch vorstellen, da zahlt jemand wirklich oder zahlt jemand über 60 Dollar dafür, dass einfach nur seine Coins von A nach B kommen. Ja? Und bei so einem Mixer muss man ja die Coins, wie gesagt, nicht nur einmal irgendwo hinpacken, sondern gleich mehrfach hin und her zirkulieren sozusagen. Und dafür jedes Mal auch nur 10 Dollar zu zahlen, ist schon viel. Also da müsst ihr ein paar Tausend haben, damit sich so ein Mixing überhaupt lohnt. Und das ist halt lohnt sich halt nicht unbedingt in den meisten Fällen, weil zu Monero zu exchangen, das kostet halt vielleicht einmal diese Transaktionsgebühr und das war's dann halt. Da habt ihr halt einmal 10 Euro gezahlt, dann ist gut. Und deswegen macht man das eigentlich mittlerweile standardmäßig. So, aber weiter gucken wir. Tauschen. Besonders bequem, auf einer Kryptobörse soll man sogar 2 Bitcoin täglich tauschen können, ohne sich überhaupt identifizieren zu müssen. Klar. Ein Limit. Es hört sich immer so krass an, ne? 2 Bitcoin sind halt 100.000 Euro ungefähr. Oder
nicht ganz so viel momentan gerade. Es kommt immer auf den Kurs drauf an, das ist klar. Aber ihr müsst euch auch mal vorstellen, was ist eigentlich ein Bitcoin-Wallet? Ja? Ein Bitcoin-Wallet ist im Endeffekt bloß ein Schlüssel, ein kryptografischer Schlüssel. Wie kann das funktionieren? Naja, wenn ihr Bitcoin an irgendjemanden zahlt, also wenn ihr jemanden Bitcoin schickt, dann sagt ihr nicht, hey, ich möchte gerne Bitcoin an Cedric Mössner schicken. Könnt ihr übrigens gerne machen. Ich kann euch unten in der Beschreibung, wenn ihr wollt, meine Kryptoadressen reinpacken. Dann könnt ihr auch gucken, was ich für Zahlungen tatsächlich bekommen habe schon. Das könnt ihr eigentlich echt machen. Ja? Schaut mal unten in die Beschreibung rein, dort steht meine Kryptoadresse. Könnt ihr nachher selber mal gucken, was ich alles für Zahlungen bekommen habe. Ich zeige euch auch nachher, wie das geht. Und ja, ich kann natürlich hier einfach hergehen und mir kryptografische Schlüssel generieren, so viele ich möchte. Und wenn ich jemanden Bitcoin überweise, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, dann schicke ich an seinen öffentlichen Schlüssel eigentlich die Bitcoin. Das heißt, jeder kennt meinen öffentlichen Schlüssel, wenn ich euch unten meine Adresse reinschreibe. Das ist mein öffentlicher Schlüssel. Damit kann ich quasi gucken, wer hat geschickt, wohin habe ich gezahlt und so weiter und so fort. Was niemand kennt, ist mein privater Schlüssel. Das bedeutet, mit meinem privaten Schlüssel unterschreibe ich und damit beweise ich, dass ich der Inhaber dieser Kryptowährung bin. Und diesen privaten Schlüssel, den kann einfach jeder erstellen. Also nicht meinen, aber einen kann einfach jeder erstellen. Davon gibt es Milliarden, mehr als Milliarden, um genau zu sein. Oder noch mehr. Und die kann man halt nicht einfach rausrechnen aus dem öffentlichen Schlüssel. So, jetzt, wie will man limitieren, ob jemand ein Wallet hat? Das geht nicht. Jeder kann sich einfach mit einem bisschen Programmcode oder auch einfach nur mit einem Tool sozusagen so viele Schlüssel erstellen, wie er möchte. Ich könnte mir jetzt hier quasi einfach einen Generator laufen lassen, der mir minütlich mindestens 1000 Schlüssel erstellt. 1000 Bitcoin-Adressen, wenn ihr so wollt, könnte ich einfach laufen lassen. Und auf jede dieser Adressen könnte ich Geld empfangen. Von jeder dieser Adressen könnte ich mit dem privaten Schlüssel Geld verschicken. Und das bedeutet, ich habe einfach unendlich viele Wallets sozusagen, wenn ich das möchte. Und der Witz an der Sache ist aber, niemand weiß, dass ich die Schlüssel erstellt habe. Das heißt, eigentlich gibt es im Bitcoin-Netzwerk keine Accounts oder sowas, sondern es gibt einfach nur, jeder kann sich einen Account erstellen, jederzeit, so oft er möchte. Und das ist halt das Krasse dabei. Das kann niemand kontrollieren und das sollte auch niemand kontrollieren wollen, weil, wie gesagt, das sind kryptografische Schlüssel. Die brauchen wir auch, wenn wir zum Beispiel verschlüsseln wollen. Die braucht jede Webseite, alle brauchen die ständig. Bitcoin ist halt ein Anwendungsfall davon. Und deswegen, jeder kann sich so viel erstellen, wie er möchte. Das ist das Coole dabei. Die Kriminellen tauschen also wild hin und her. Und das auch aus gutem Grund. Denn Kryptowährung ist häufig pseudonym. Das heißt, sie ist nicht unbedingt mit dem richtigen Namen verbunden. Genau. Aber auf der sogenannten Blockchain ist alles einsehbar, von der ersten bis zur letzten Transaktion. Die Blockchain ist die Technologie hinter cool. Bitcoin. Man kann sie sich vorstellen wie ein Kassenbuch. Alle Zahlungen, die jemals mit Bitcoin gemacht wurden, sind... Das ist eine von diesen Adressen. Also im Endeffekt ist es eine Kodierung für die Adresse. Die eigentliche Adresse ist ein Binär, aber ja, das ist eine von den Adressen zum Beispiel. Da chronologisch aufgeschrieben. Und weil jeder Block, also jede Seite, eine Art Zusammenfassung der letzten Seite enthält, kann man die Einträge nicht mehr ohne weiteres ändern. Außerdem wird das Kassenbuch an verschiedenen Stellen gespeichert. Eine Manipulation der Blockchain ist so quasi nicht möglich. Und was noch wichtig ist, jeder kann sich das komplette Kassenbuch runterladen und selbst dran mitarbeiten, dass das Ding nicht mehr fälschbar ist. Also es hat halt ein paar Gigabyte, ja, so 500 Gigabyte sind da nichts, aber jeder kann sich das Ding runterladen, wenn er möchte. Und dann überprüfen, ob alle Zahlungen wirklich okay sind, ob sie echt sind. Und alles ist öffentlich. Jeder kann sich angucken, von wo und wohin Bitcoins fließen. Eben weil sich jeder alles runterladen kann. Deswegen kann man sich alles angucken. Können wir also den Coins vom Crime Network folgen? Gemeinsam mit dem Spiegel wollen wir eine Blockchain-Analyse machen. Das ist journalistisches Neuland. Wir holen uns Hilfe von... Das ist kein journalistisches Neuland. Das habe ich auf meinem Kanal schon vor 3 Jahren gemacht. Einem, der sich damit auskennt. Jochen, der promoviert in Informatik an der Universität Mannheim. Hey, moin Jochen. Ich kann dich nicht hören. Das kommt davon, wenn man das Mikrofon nicht will. Perfekt, jetzt höre ich dich. Moin, schön dich kennenzulernen. Hallo. 2 Adressen des Crime Network stehen ganz offen auf der Plattform, ähnlich wie Kontonummern. Über die sind viele der Zahlungen geflossen. Jetzt wollen wir den Bitcoin folgen.
Jochen startet seine Analyse dort, beim Crime Network, folgt den Bitcoins zu denen, die Geschäfte mit dem Crime Network machen und will dann gucken, wo die Bitcoins danach landen. Was erhoffen wir uns davon? Was kann uns das? Der Punkt ist halt, wenn ich die Zahlung verfolge, dann muss jemand dumm genug gewesen sein, um seine Adresse, mit der er am Ende Geld rausbekommen hat, sozusagen, öffentlich zu machen, mit seinem Namen gemeinsam. Das heißt, irgendjemand vom Crime Network müsste dann halt sagen, ey, yo, hier ist mein Name und das ist meine Bitcoin-Adresse. Nicht auf dem Crime Network, sondern irgendwo anders. Und dann kann man die beiden Sachen in Verbindung bringen. Das ist aber genau der Witz dabei. Die Leute wissen, dass sie halt exchangen müssen. Die Leute wissen, dass sie anonym bleiben müssen. Und dadurch wird man halt automatisch nichts mehr zurückverfolgen können. Weil sie eben wissen, also das Einzige, was man hier finden wird, ich calle es, ist irgendein Exchange, wo man halt die Wallets oder halt die Coins tauschen kann. Irgendwie, lass mich überlegen. Ja, wobei Exodus hat jeder seine eigene Coin. Exodus wird man wahrscheinlich nicht finden, das ist viel zu klein, beziehungsweise da hat auch jeder seinen eigenen Schlüssel, das lässt sich schwer finden. Ich sag Bitfinex, Uphold oder Binance. Einer von den dreien wird sein. Das sind, glaube ich, so. Nee, Kraken noch. Bitrex, gibt's den noch? Ich weiß es nicht. Einer von den größeren Exchanges wird sein. Und das, ja. Geben. Ziemlich sicher. Recherche. Genau, also man kann sich das vielleicht so vorstellen wie bei einem Girokonto, nur dass wir eben nicht die Namen sehen, sondern wir sehen nur die Kontonummern. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken uns diese Kontonummern an, diese Bitcoin-Adressen an und schauen, sind da Adressen dabei, die wir kennen. Und wenn da Adressen dabei sind, die wir kennen, dann müssen wir natürlich schauen, was sind das für Adressen, wem gehören die und in welchem Zusammenhang stehen die eben mit diesen Geldern. Dafür lädt er die Blockchain herunter, ein riesiger Datensatz, und schreibt ein Programm, mit dem er Informationen zu Zahlungen auslesen kann. Warum würde man die Blockchain dafür runterladen? Warum? Sekunde, ich muss noch mal eine Website zeigen. So, das hier ist blockchain.com. Ja, ihr müsst das Ding nicht selber runterladen, weil, wie gesagt, es ist riesig. Das hört sich jetzt an, als wäre das mega das Hexenwerk. Ihr könnt hier alle Blöcke sehen. Also das ist der letzte Block. Ihr habt hier die Höhe. Ihr habt also die Blockhöhe quasi. Der wievielteste Block ist das? Ihr habt die letzten Transaktionen. Und wenn ihr jetzt mal auf irgendeinen Block drauf geht, sagen wir einfach mal, wir gehen auf diesen Block hier drauf. Dann sehen wir hier einen Hashwert von dem Block. Das ist quasi die Zusammenfassung des Blockes. Und die hat hier vorne viele Nullen, weil halt die Miner beweisen müssen, dass sie quasi gewissen Aufwand reingerechnet haben. Ich hänge euch am Ende eine Tutorial-Reihe zu Blockchain hinten an, von mir tatsächlich, wo es halt um die Krypto-Sachen geht. Die ist auf YouTube drauf und da könnt ihr alles nachgucken. So, dann haben wir hier die Confirmations Timestamp, also quasi wann das Ding erstellt wurde, um 7:35 Uhr war es. Es ist wirklich früh bei mir, okay? Und dann haben wir die Anzahl an Transaktionen darin und dann können wir hier zum Beispiel, so, das ist jetzt eine Transaktion. Nein, das ist die Coinbase-Transaktion, die wollen wir nicht. Nehmen wir mal die hier. So, eine Transaktion. Diese Transaktion hat hier, das ist eine Bitcoin-Adresse, das ist eine Bitcoin-Adresse. Das heißt, die beiden hier haben Geld eingezahlt und zwar 0,114380707 Bitcoin und der hier hat eingezahlt 0,00508621 Bitcoin. Warum zwei Adressen? Naja, wahrscheinlich hat halt das Geld von dieser Adresse nicht ausgereicht und er hat noch die Adresse dazugenommen. Das kann man jederzeit machen. Man kann auf der Blockchain keine Zahlungen splitten in dem Sinne. Quasi, ich kann nicht sagen, ich möchte von meinem Wallet nur die Hälfte meiner Funds benutzen, also nur die Hälfte meines Geldes benutzen, sondern man wirft immer das komplette Geld in die Blockchain rein und nimmt dann das komplette Geld mehr oder weniger raus. Und hier hat halt das komplette Geld nicht gereicht, also hat er halt zwei Adressen genommen. Kein Problem, manche Leute haben viele Adressen, ich habe keine Ahnung, wie viele Adressen. Wie gesagt, jeder kann sich in einer Minute über 1000 Stück erstellen lassen. So, und dann gehen die Zahlungen insgesamt wieder komplett hier weiter. Das heißt, hier kommt wieder das eine Geld an, hier kommt das andere Geld an. So, was ist passiert? Diese beiden Adressen haben Geld an diese beiden Adressen übermittelt. Und da ist eine kleine Differenz dabei. Also hier sind zum Beispiel 0,1143 und hier 0,005 drin. Dann sind wir hier bei 0,1193 ungefähr. Hier sind wir dann am Ende, wenn wir es zusammenrechnen, da sind 0,113 rangekommen und da sind 0,004 rangekommen. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von ungefähr, ganz grob jetzt, 0,002 ungefähr. Und das sind die Fees, also die Transaktionsgebühren, die gehen an denjenigen, der den Block erstellt hat. Der kriegt einfach das Geld. Das können wir uns hier unten auch zusammenfassen, wobei das eigentlich die einzige Information ist, die auf der Blockchain steht. Das hier unten wurde alles rausgerechnet.
Dann sehen wir hier die Fees, ich habe ein bisschen zu hoch gerechnet, die Fees sind bei 0,001766 Bitcoin. Das heißt, da hat eigentlich der Miner, also der den Block wie gesagt erstellt hat, hat halt ein bisschen was bekommen. Da kann man dann einzelne Einheiten noch rausrechnen, das ist aber nicht so wichtig. Und das ganze Geld, was hier drauf lag, war $4.668 wert. So, und von solchen Transaktionen habt ihr jetzt 2400 Stück in jedem Block. Und es gibt alle 10 Minuten ungefähr einen neuen Block. Und ihr könnt euch vorstellen, was da hin und her fließt an Geld, das ist völlig normal. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist Folgendes. Ich kann mir die Adressen anklicken, dann sehe ich hier, das ist kein Geld überweisen. Das ist nicht meine, okay? Will ich nur mal so sagen. Ich muss das vielleicht irgendwie zensieren oder so. Wahrscheinlich werde ich es nicht tun. Das ist quasi die Adresse, also irgendeine zufällige Adresse. Ich habe keine Ahnung, wem die gehört. Und wenn ich jetzt hier eben oben nach dieser Adresse wieder suche, also zum Beispiel nach irgendeiner Adresse suche, zum Beispiel der Adresse vom Crime Network, kann ich halt sehen, wo die Zahlungen von A nach B gegangen sind. Das ist überhaupt kein Stress. Das kann man überall machen. Wie gesagt, ich packe euch meine Adresse unten rein, dann könnt ihr selber hier mit meiner Adresse mal suchen, was da für Geld draufgeflossen ist und was da eigentlich für Geld alles angekommen ist und wohin ich das Geld dann am Ende wieder überwiesen habe. Könnt ihr gerne mal machen. Das ist, wie gesagt, ja, da muss man jetzt nicht wirklich Angst haben davor. Das ist halt völlig normal so. Das ist auch kein Hexenwerk. Das kann jeder angucken, jederzeit. Es gibt auch übrigens für die Leute, die jetzt sagen, er hat es runtergeladen, damit er ein Programm schreiben konnte, es gibt hier auch eine API dafür und die kann ich auch benutzen. Also das ist jetzt nicht unbedingt der schwierigste Teil dabei. So, sorry für den kleinen Exkurs. Ich hoffe, es macht euch Spaß soweit. Sagt mir das gerne mal. Wir sind jetzt auch schon wieder über 30 Minuten dran und haben 8 Minuten Video geguckt. Aber hey. Okay, also wir haben jetzt länger mit Jochen geskypt und er hat uns relativ viele Ergebnisse in Aussicht gestellt. Also wenn es richtig gut läuft, dann können wir schlussendlich die Zahlungsflüsse nachvollziehen und können sehen, wer überweist da was und wohin geht dieses Geld. Währenddessen will ich schon mal... Das ist ein bisschen utopisch. Das ist immer noch dieses ursprüngliche Bankendenken. Man hat ja keinen Namen, man hat ja nur Adressen und jeder kann unendlich viele Adressen haben. Das heißt, höchstens, was man sehen wird, ist halt, hey yo, ich habe hier die Zahlung ein bisschen zurückverfolgt und irgendwann sind sie bei einem Exchange gelandet und ab da kann ich es nicht mehr verfolgen, weil ist halt dann einfach zu viel. Und ja, irgendwann kann man sie dann halt einfach echt nicht mehr verfolgen, weil wenn 100 Transaktionen, also das, was wir gerade gesehen haben, war eine Transaktion, das sind 2 Gelder in 2 Adressen geflossen, ja. Wenn wir eine Exchange-Transaktion sehen, da kann ich eigentlich auch noch mal kurz eine raussuchen, geht mir ganz kurz. So sieht ungefähr eine Exchange-Adresse aus, ja. Also, so krass jetzt wahrscheinlich nicht, aber das ist vermutlich jetzt ein Exchange gewesen, würde ich jetzt mal so raten. Da kommen sehr, sehr viele Zahlungen auf einmal in eine Adresse rein. So, das bedeutet, das hier ist eine normale Zahlung von einem normalen Menschen, ja, wie zum Beispiel von mir. Ich möchte zum Beispiel mein Bitcoin wieder in echtes Geld umwandeln, weil ich von euch zum Beispiel Bitcoin-Spenden bekommen habe. Okay, also überweise ich das an einen Exchange und der Exchange, da kann ich das dann wieder in Geld umtauschen lassen und damit kann ich dann quasi mein Konto wieder befüllen lassen. Völlig legal, völlig nicht anonym, weil ich mich eben verifiziert habe bei dem Exchange und dort meinen Ausweis hinterlegt habe. Gut, das hier ist mein Nachbar, der hat dasselbe gemacht. Das hier oben ist ein guter Freund von mir, der hat auch dasselbe gemacht. Oder irgendeine völlig unbekannte Person. Das hier ist wahrscheinlich noch eine völlig unbekannte Person. Und hier irgendwo ist jetzt ein Krimineller dabei. Ja. Wenn ich jetzt diese Zahlung verfolge vom Crime Network, dann kommen auf diese Adresse hier, welche war es, die hier, kommen kriminelle Zahlungen zum Beispiel. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, okay, aber nur so. Und dann sind hier kriminelle Gelder drauf in Form von 0,1 Bitcoin ungefähr. Das sind zum Beispiel ungefähr $5.000. Ist viel. So, diese $5.000 landen jetzt gemeinsam mit dem von mir, mit dem von meinem Nachbarn, mit dem von meinem besten Freund, mit dem von irgendeiner fremden Person und so weiter und so fort. Landen alle bei dieser einen Adresse hier. Alle auf eine Adresse eingezahlt. So, und jetzt bleibt das erstmal auf dieser Adresse. Und diese Adresse überweist es dann vielleicht noch an eine andere Adresse. Und dort wird dann auch getauscht zwischen verschiedenen Arten von Kryptowährungen. Und am Ende landet, also kommt Geld von zum Beispiel dieser Adresse wieder an 50 andere Adressen, die wir hier vorne noch nie gesehen haben, weil jeder kann sich, wie gesagt, neue Adressen generieren und das machen Wallets völlig automatisch, ohne dass man irgendwas machen muss. Und dann bekommt eben jeder, der hier eingezahlt hat, sein Geld wieder. So, wie will ich jetzt wissen, welche von diesen anderen Adressen da hinten raus wirklich eine böse Adresse ist? Das geht nicht. Das ist einfach völlig unmöglich. Weil jede von dieser Adresse könnte ein ganz normaler Benutzer sein. Könnte ich sein, könntest du sein, könnte irgendjemand sein. Und deswegen kann man da nicht sagen, dass das illegal war oder dass das böse Gelder waren oder sowas. Das heißt, das Einzige, was bei dieser Analyse rauskommen kann, ist zu einem Exchange geflossen.
So, damit gucken wir mal weiter. Ausprobieren, was im Crime Network empfohlen wird. Krypto hin und her tauschen. Das macht man zum Beispiel auf Kryptobörsen, eine Art digitale Wechselstube. Wir nehmen uns Binance vor. Die bezeichnen sich als weltgrößte Kryptobörse. Laut Crime Network soll man sich hier anmelden können, ohne Daten anzugeben. Okay, also ganz kurz zu Binance, ja. Ihr könnt zwar auf Binance tauschen, der Punkt ist allerdings, dass es ziemlich umständlich. Also Binance ist riesig, ja. Aber wenn ihr Geld auf eine Kryptobörse überweist, dann ist das Geld nicht mehr in eurem Besitz in dem Sinne. Das bedeutet, ihr seid nicht im Besitz der privaten Schlüssel. Was jetzt passiert, wenn ich Geld an eine Kryptobörse überweise, ist im Endeffekt schenke ich der Kryptobörse mein Geld. Und die schreiben mir das dann quasi mit digitalen Zahlen einfach gut. Und das ist auch völlig legitim soweit. Also Binance ist eine große Börse, die haben auch ein deutsches Impressum und alles drum und dran. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass die mit dem Geld abhauen. Es ist aber schon vorgekommen, dass Kryptobörsen, vor allem in den Anfangszeiten, abgehauen sind einfach. Das gab es schon. Mittlerweile mit den Großen hat man eigentlich keine solche Probleme mehr. Zumindest würde ich jetzt da mal nicht von ausgehen, dass wir solche Probleme haben, weil da seid ihr wahrscheinlich mit $1000 noch die, oder mit 1000 Euro noch die am allerwenigsten betroffen sind. Da sind halt wirklich Investoren dabei, die mehrere Millionen haben. Trotzdem seid ihr nicht im Besitz eurer Schlüssel. Was im Endeffekt passiert ist, wenn ihr dort Geld exchanged, ja, also ihr sagt, hey, ich würde gerne meine 2 Bitcoin in Monero umwandeln, dann passiert auf Binance gar nichts, gar nichts. Die tun nur so, als hättet ihr das umgetauscht und in Wahrheit liegt das Geld immer noch bei Binance. Ganz normal. Es wird nur bei euch in den Zahlungen einfach anders dargestellt. Erst wenn ihr euch das wieder auszahlen lasst an Schlüssel, die ihr wirklich besitzt, wenn das Ding wirklich auf die Blockchain geschrieben wird, was bei Kryptobörsen normalerweise nicht gemacht wird, weil jede Transaktion mehrere $10 kostet. Ja? Aber deswegen, wenn ihr es euch auszahlen lasst, dann wird es auf die Blockchain geschrieben oder auf eine Blockchain geschrieben. Aber wenn ihr es nur auf Binance einmal in Monero tauscht und dann wieder zurücktauscht, passiert gar nichts. Dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Also da seid ihr komplett, das ist völlig unnötig. Da passiert nichts. Außer halt, dass sich was in euren Zahlen ändert und ihr eine Transaktionsgebühr zahlen müsst. Was ihr machen könnt, ist, ich suche euch auch da wieder eine schöne Quelle raus. Sekunde. So, sowas wie zum Beispiel Shapeshift. Das Ding nennt sich Shapeshift, also wie Veränderung der Form. Shapeshift eben. Und das ist quasi ein tausche Kryptowährung A in Kryptowährung B, aber beides liegt bei euch auf eurem Wallet. Und das Ding, also normalerweise benutzt man nur Shapeshift im Hintergrund sozusagen. Das ist eigentlich was für Anbieter von Wallets zum Beispiel, dass die sowas anbieten können. Zum Beispiel Exodus Wallet. Googelt einfach mal danach, ist ein Handy-Wallet. Ja? Den kann man sich als App auf sein Handy installieren, dann kann man dort quasi Geld lagern. Dort seid ihr im Besitz eurer Schlüssel. Das heißt, wenn euer Handy zerstört wird, sind alle eure Kryptowährungen weg, außer ihr habt ein Backup gemacht. So, und jetzt kann man mit Exodus zum Beispiel hergehen und sagen, hey, ich würde gerne meine Bitcoin in Monero tauschen. Dann wird wirklich eine Transaktion, eine Bitcoin-Transaktion auf die Blockchain geschrieben und ihr bekommt von Shapeshift eine Monero-Transaktion auf eurem Monero-Wallet zum Beispiel. Bitcoin und Monero sind 2 völlig unterschiedliche Kryptowährungen, das heißt, die haben völlig unterschiedliche Blockchains. Also wenn ich die Zahlung von Bitcoin nachvollziehen möchte, muss ich Bitcoin runterladen. Wenn ich die Zahlung von Monero runterladen möchte, muss ich Monero runterladen. Das bedeutet, man kann nicht nachvollziehen, dass ihr überhaupt dieses Geld habt, ja? Weil es ist nicht mal mehr dieselbe Blockchain. Ihr könnt nicht mal mehr sehen, von da geht's nach da, von da geht's nach da, sondern es ist halt von da geht's nach da und dann ist es nicht mehr euers und von da kommt was und das ist plötzlich euers. Und das ist halt dann komplett anonym. Wie gesagt, Monero hat sowieso Ring-Signatures und alles drum und dran. Und da findet man dann sowieso nichts mehr. Und von dort könnt ihr es wieder zurücktauschen. Also das heißt, spart euch Binance und holt euch Exodus oder sowas. Das ist jetzt keine Werbung, das Ding kostet auch nichts. Binance kostet wahrscheinlich sogar mehr, keine Ahnung. Soll wie gesagt keine Werbung sein, aber Binance tut nur so, als würden sie tauschen. Binance macht das nicht wirklich, weil sie eben sonst zu hohe Transaktionsgebühren hätten. Und die ganzen Daytrader, die das halt wirklich am Laufmeter irgendwelche Coins in irgendwas anderes tauschen, nur damit sie quasi die Gewinne von der jeweiligen Coin mitnehmen können, die simulieren nur diese Zahlung sozusagen. In vielen Fällen eigentlich, bis ihr sie auszahlt. Also heute glaube ich, wird es ziemlich lang, diese Reaction, aber es ist ja auch keine Reaction mehr in dem Sinne, sondern es ist eigentlich schon ein halber Kryptokurs hier. E-Mail und Passwort würden reichen. Den Selbstversuch starten wir im Februar. Ja, ich beginne jetzt meine große Karriere als Trader.
als Händler und Viel wir haben Spaß. jetzt hier 0,001 Bitcoin und was wir jetzt rausfinden wollen ist, ob ich mich Nicht irgendwie viel. verifizieren muss, ob ich meine Identität preisgeben muss, um hier Geld hin und her zu schieben. Zu unserer Überraschung müssen wir das nicht. Keinen Ausweis, keine Fotos. Wir fangen jetzt mal mit 50 € an. Das Also als ich mich bei Binance registriert habe, musste ich, glaube ich, alles angeben. Und ja, ich bin auch bei Binance registriert. Ich bin bei einigen Krypto-Plattformen registriert. Ich meine, ich musste alles angeben und deswegen habe ich bei einer von den Börsen habe ich nicht mehr weitergemacht. Aber wie gesagt, sowas wie Exodus zum Beispiel, da müsst ihr euch nicht mal mit E-Mail oder sowas anmelden. Das ladet ihr euch halt einfach runter auf euer Handy und dann habt ihr das Ding, ja. Das kann man sich sogar für PC runterladen, dann müsst ihr nichts mehr machen. Wie gesagt, Wallets sind eigentlich nur eine Sammlung von Schlüsseln, ja, eine Sammlung von privaten Schlüsseln. Das ist alles. Und ja, warum sollte man sich da irgendwie, oder wie sollte man da einen Ausweis hinterlegen? Bei wem denn auch? Wer ist dafür qualifiziert, meinen Ausweis zu nehmen, nur damit ich mir einen kryptografischen Schlüssel erstelle? reicht, um ein Experiment zu starten. Bitcoin in andere Kryptowährung tauschen und auf andere Wallets zu verschieben. Was für ein Experiment! Kryptowährung tauschen! Hohoho. Das macht es schwerer, unsere Sorry, da Coins musste sein. zurückzuverfolgen. Denn andere Coins nutzen andere Blockchains und die sind nicht immer Genau. nachverfolgbar. Also Monero für zum Beispiel. 0,001 Bitcoin erhalte ich 0,248 Monero. Boah, ist ja das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Ist doch ein Top-Deal. Nein. Nein. Ha. Okay, ha. Okay, er bekommt aus 0,005 Bitcoin 0,2487 Monero, das steht da ungefähr. Warum ist das kein guter Trade in dem Sinne für ihn? Es ist nicht das Doppelte. Ein Monero ist halt irgendwie so $300 momentan wert. Ein Bitcoin ist $50.000 wert. Ja? Das ist, als würde ich sagen, ey, yo, wenn ich meine Euro in Yen tausche, das ist die Währung, die es in Japan gibt, dann bin ich ja steinreich, weil ich krieg für einen Euro ungefähr 100 Yen. Wow, ich bin ja rich, wenn ich 10 Euro in 10.000, in 1.000 Yen umtausche. Wow, so reich. Ich bin auch reich, wenn ich 10 Euro in 1.000 Cent eintausche. Nein, so funktioniert das nicht. Refresh. Tauschen. Also es scheint jetzt, als hätte ich das von Bitcoin in Monero getauscht. Wir Ja, tauschen klar. jetzt einfach mal wild hin und her. So, Und das mit unseren Rundfunkgebühren. Nein, Spaß. Das Tauschen kostet Geld, ja, das meine ich damit. Ist nicht böse gemeint, keine Sorge. Ich finde das Video super. Es ist gut, dass jemand über das Thema aufklärt. Nein, der Witz hinten dran ist folgendes. Die Börsen, die behalten sich für jeden Tausch immer ein kleines bisschen an Geld. Binance wird es wahrscheinlich nicht so krass machen, aber zum Beispiel auf Exodus, wenn ihr da hin und her tauscht, einfach wild, dann müsst ihr jedes Mal eine gewisse Gebühr zahlen, weil es halt jedes Mal auf die Blockchain geschrieben wird. Und Exodus muss halt auch jedes Mal ein bisschen was dafür zahlen, sozusagen. Und Shapeshift behält sich dann halt auch ein bisschen Anteil, ich weiß gar nicht, wie viel das genau ist, ein bisschen Anteil behalten die sich auch einfach dafür, dass sie euch die Coins zur Verfügung stellen und sie jederzeit quasi liquide sein müssen. Weil wenn ihr bei Shapeshift tauscht, dann müssen die ja trotzdem die Monero für euch zur Verfügung stellen. Deswegen behalten die einfach immer ein bisschen, damit sie halt auch Gewinn machen. Das ist völlig normal. Und Binance macht das halt auch. Das heißt, wenn ihr Bitcoin, Monero, Monero, Bitcoin, Monero, Bitcoin, Monero, Monero, Bitcoin und dann nochmal in Zcash und wieder zurücktauscht, dann müsst ihr halt jedes Mal so ein paar Prozent tauschen. Und wenn ihr am Ende wieder bei Bitcoin rauskommt, habt ihr plötzlich irgendwie nur noch so 10% übrig, wenn ihr das auf genug macht. Deswegen macht man das nicht. Und deswegen macht man das so selten wie möglich. Schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. absolut, ja. Und da ist auch keine Kasse, die im Hintergrund klingelt, okay? Hier steht sogar, man soll 2 Bitcoin am Tag auszahlen können. Ohne Verifizierung? Dann tauschen wir wieder in Bitcoin zurück. Und danach hin und her. Auch zwischen Accounts. Und auch mit Fake-Daten. Es hört sich jetzt so an, als wäre das mega das Kriminelle, was er da gerade macht, ne? Das ist halt überhaupt nichts. Das ist halt ganz normales Daytrading. Was man halt jederzeit machen kann, eigentlich. Guck mal, hier steht jetzt Identitätsprüfung. Bitte schließe Identitätsprüfung ab, um das Limit auf 50.000 Euro pro Tag zu erhöhen. Diese Identifizierung muss man nur machen, wenn man auf ein Girokonto überweisen möchte. Ich aber transferiere die Coins am Ende auf ein anderes Wallet zurück.
Also was wir jetzt angeben mussten dafür, um es einmal von Bitcoin in Monero zu tauschen und wieder zurück und auf unser Wallet einzuzahlen, ist eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse. Das ist gelinde gesagt sehr, sehr wenig. Wie gesagt, das Tauschen bei Binance bringt hier überhaupt nichts. Da kann man doch einfach hergehen und nichts tun damit. Oder es halt an einen Exchange überweisen und wieder abziehen. Da muss man nicht tauschen dafür. Wenn ihr es tauschen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel Exodus nehmen oder Shapeshift. Und Exodus nimmt im Hintergrund Shapeshift, also macht keinen Unterschied. Und dann habt ihr wirklich andere Kryptowährungen mit euren Schlüsseln. Der Witz an der Sache ist halt trotzdem, bei Exodus müsst ihr euch gar nicht registrieren und bei Shapeshift auch nicht. Das heißt, wenn ihr da irgendwas tradet, dann ist das halt komplett ohne Daten. Also das könnte ich jetzt auf meinem Linux Tails installieren oder halt einfach runterladen und verwenden. Und ich müsste nichts angeben, keine E-Mail-Adresse, keine Handynummer, kein gar nichts. Und das ist halt auch völlig normal. Das benutzen Leute auf einer täglichen Basis. Ich habe auch ein Exodus-Wallet auf meinem Handy rumfahren. Und gelegentlich trade ich auch mal die Coins in eine andere Coin, weil ich halt zum Beispiel sage, ey, yo, ich habe keinen Bock mehr auf, keine Ahnung, Zcash. Wobei doch, ich habe Zcash, aber Weder Perso, noch Führerschein, noch Kreditkarte, noch sonst was angeben, um Wäre noch schöner. identifizieren. Wie gesagt, sorry, wenn ich hier so wahnsinnig häufig unterbreche, aber es ist einfach so wichtig. Wenn ihr irgendwo auf einer Plattform solche Sachen angeben müsst, Führerschein, E-Mail, Führerschein, ID, also Perso oder sonst irgendwas, die Gefahr ist immer, dass diese Börse dann gehackt wird. Und wenn es jede Börse verlangen würde, sozusagen, nur wenn man halt Krypto A in Krypto B umtauscht, ey, ganz ehrlich, ich würde das nicht machen. Weil, wenn die gehackt werden, dann haben eben die Leute vom Crime Network meinen Ausweis. Und wenn die meinen Ausweis haben, können sie damit Identitätsdiebstahl begehen. Sie können quasi meinen Ausweis benutzen, um sich bei so einer Börse anzumelden. Und anschließend läuft das Konto auf mich und bei mir werden dann die ganzen illegalen Zahlungen registriert und das Finanzamt kommt und sagt, ey, yo, was machst du eigentlich mit den ganzen Bitcoin da? Wo hast denn die alle her? Und zahl mal bitte Steuern für die illegalen Gelder. Nee, danke, darauf habe ich definitiv keine Lust. Deswegen ist es schon ganz gut, dass so wenig Daten wie möglich erhoben werden. Und wenn du nur Krypto einzahlst, Krypto auszahlst, das kannst du auch irgendwo anders machen, wo du gar nichts brauchst. Da brauchst du kein Binance für. Deswegen braucht auch Binance hier nichts anfragen. Das Einzige, wo man es halt machen muss, ist, wenn man echtes, also Euro oder Dollar oder sowas, wenn man Fiat-Währung in Kryptowährung umtauscht, das ist das eine, da wird immer der Perso erhoben, das ist gesetzlich vorgeschrieben, das macht jede Plattform so und wenn ihr die Kryptowährung wieder in normales Geld umtauscht, da wird auch der Perso erhoben und dann kommt auch jedes Mal das Finanzamt und fragt, hey, wo hast denn die Kryptowährung her? Zahl mal bitte Geld und falls es halt illegale waren, dann ist man halt nachverfolgbar. Wie gesagt, das hat bei den Leuten vom Crime Network auch nur funktioniert, weil die sich halt mit Identitätsdiebstahl gestohlene Kryptokarten sozusagen geholt haben und darüber dann ausgecasht haben. Ansonsten hätte das nicht funktioniert. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Pförtner, da treffe ich jetzt Jochen. Der hat jetzt alle Daten analysiert, die er zur Verfügung hatte. Moin Jochen. Hi. Super, dass das klappt. Ja, freut mich auch. 3 Wochen Zeit hat die Analyse insgesamt gekostet und eine Menge Rechenpower. Jochen hat die vergangenen 2,5 Jahre genau gecheckt. So sieht das Ganze dann schlussendlich krass, aus. er hat wirklich viel gecheckt. Das ja, okay. hier, diese 3 LRU, das ist eine Crime Network Händleradresse, mutmaßlich. Woher wissen wir das? Weil diese 157964 Transaktion direkt von dieser bekannten Crime Network Adresse quasi auf diese 3 LRU einzahlt. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, das finde ich interessant, das sticht heraus? Vielleicht noch ganz kurz, warum braucht so ein Darknet Market eigentlich überhaupt Kryptowährungsadressen, wenn sie eigentlich bloß eine Handelsplattform sind und wenn sie quasi nur so illegale Aktivitäten unterstützen, aber selbst ja keine anbieten. Ich meine, Crime Network bietet euch ja nicht direkt selbst was an, das sind andere Nutzer, die was anbieten. Crime Network wird wahrscheinlich so wie jeder Darknet Market sowas haben, das nennt sich Escrow. Das bedeutet, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, jemanden abziehen wollt im Internet, ja, dann ist es nur wahrscheinlich, dass irgendwelche Straftäter euch noch mehr abziehen wollen. Deswegen im Darknet, also im echten Darknet, ist halt alle oder 99% aller Webseiten sind Scam-Webseiten. Ja, da überweist ihr Bitcoin hin und dann sind eure Bitcoin einfach weg. So, das ist halt einfach so. Deswegen gibt es solche Darknet-Markets, die eben einen Ruf haben, die gut sind, in Anführungsstrichen gut. Und die bieten was an, das nennt sich Escrow. Das bedeutet, ihr überweist nicht direkt an den Händler das Geld und der rennt dann damit weg und schickt euch nichts,
sondern ihr überweist dem Darknet Market, in dem Fall Crime Network zum Beispiel, irgendwas. Der Händler muss euch das Ganze schicken. Ihr müsst dem Crime Network bestätigen, ey, das Ding ist angekommen, und dann überweist das Crime Network dem Händler das Ganze, sozusagen als unbeteiligter Dritter. Das nennt sich Escrow, wie gesagt, und ist eigentlich ein gängiges Prinzip. Das funktioniert. Im Endeffekt ist es abgeguckt von PayPal, okay? Da machen sie es genauso. Der Recherche? Also was ich super interessant fand, ist, dass doch relativ viele von diesen Bitcoin dann zu sogenannten Exchanges gehen. Ja. Das sind so Dienste, die kann man sich ein bisschen vorstellen wie Wechselstuben. Und ja, da ist ein Exchange ganz besonders herausgestochen, und das war Binance. Die sind natürlich besonders einfach auch zu finden, weil sie auch ihre Adresse öffentlich gemacht haben. Das heißt, wir kennen die Adresse vom Crime Network, wir kennen die Adresse von Binance, die haben sie mal getwittert. Und dann ist es natürlich irgendwie relativ einfach zu schauen, was gibt es denn für Verbindungen da. Und da gibt es wirklich sehr viele Transaktionen, die letzten Endes von einer Adresse, die Geld vom Crime Network bekommen hat, dann letzten Endes zu Binance weitergehen. Okay, und über wie viel Geld reden wir hier? Also, wie gesagt, wenn es bei Binance landet, kann man halt nichts mehr erkennen. Also dann ist halt, ja, ihr habt selber gesehen, wie so eine Transaktion aussieht, dann wissen wir halt gar nichts mehr am Ende. Also sind das marginale Summen oder ist das kommt da schon was zusammen? Na, da reden wir insgesamt schon über größere Summen. Konkret, Jochen fand zuerst 767,6 Bitcoin, die vom Crime Network an mutmaßliche Händler geflossen sind. Das ist unser viel. Ausgangspunkt. Das entspricht nach dem damaligen Tageskurs der jeweiligen Transaktion 5,3 Millionen Euro. Boah. Wohin gingen die Bitcoins als nächstes? Jochen hat dafür geguckt, welche bekannten Adressen dann Zahlungen bekommen haben und hat tausende Transaktionen gefunden. Weiter analysiert haben wir aber nur die Transaktionen, die wirklich eindeutig zuzuordnen waren. Und so konnte Jochen immer noch 46,4 Bitcoin bekannten Adressen zuordnen. 2 Empfänger sind besonders rausgestochen. Das Crime Network selbst, an das 17,2 Bitcoin zurückgingen. Ja gut. Und warum gehen die Zahlungen wieder zurück? Weil man sich halt selber irgendwelche Dienstleistungen kaufen muss. Das heißt, manche Leute haben halt einen Fake-Shop aufgebaut und haben dann halt gesagt, hey, ich habe hier Bitcoin, bitte tausch das oder gib mir mal jemand quasi so eine gestohlene Kryptokarte. Und die muss dann natürlich auch dafür bezahlen. So gefakte Kryptokarten oder halt mit Identitätsklau gestohlene Kryptokarten muss man ja auch erstmal bekommen. Und dafür haben sich wahrscheinlich andere gut bezahlen lassen. die größte Summe, die er nachvollziehen konnte, ging an Binance. Zum Exchangen und 22,1 zum Bitcoin. Austauschen. Damaliger Tageswert etwa 154.000 Euro. Warum findet man jetzt hier nicht sowas Intelligentes in Anführungsstrichen wie zum Beispiel Exodus Wallet oder irgendeine Wallet, die halt wirklich dann exchanged wird? Ganz einfach, weil jeder einzelne Wallet eigentlich schon eine anonyme Adresse oder eine pseudonyme Adresse hat. Und wenn ihr dann dort nochmal exchanged, dann landet es wieder auf einer anderen Adresse. Das heißt, wenn ihr es auf einen echten Wallet überweist und dort dann exchanged, also nicht auf Binance, dann kann man es halt einfach nicht mehr zuordnen. Das wird wahrscheinlich der Großteil hier gewesen sein. Binance haben wahrscheinlich die gemacht, die, ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel Ahnung hatten, I guess, irgendwie sowas. Wir haben uns jetzt einen deutschen Darknet-Markt angeschaut, mit vergleichsweise geringen Zahlen. Wenn man sich die Zahlungsströme... Wobei man auch sagen muss, Binance reicht hier völlig aus, ne, zum anonym werden. Also man braucht das nicht mehr. Man muss nicht in Monero umtauschen auf einem echten Wallet und dann wieder zurück. Binance reicht völlig aus, damit die Zahlungen nicht mehr nachvollziehbar sind. Binance ist quasi sowas wie ein Bitcoin-Mixer, automatisch für euch gewesen dann. Also es reicht völlig aus. Die Leute sind nicht irgendwie schlecht oder haben deswegen ihre Anonymität aufgegeben oder sowas. Keine Sorge, das muss man einfach so dazu sagen. Das reicht völlig aus. Es ist halt nur kein echter Tausch in dem Sinne. aber weltweit anschaut, kommt man auf ganz andere Zahlen. Das hat das Unternehmen Chainalysis gemacht in ihrem Krypto-Report 2020. Die haben allein 2019 Bitcoin mit illegalem Hintergrund im Wert von 770 Millionen Dollar zu Binance zurückverfolgt. Höchste Zeit, sich Binance mal genauer anzuschauen. Auf Insta präsentiert man sich selbstbewusst. 2017 gegründet ist es inzwischen nach eigenen Aussagen die weltweit größte Kryptobörse. Das hört sich jetzt so an, als wäre Binance irgendwas Schlechtes. Binance ist nicht schlecht. Binance ist auch nicht illegal. Das ist halt einfach eine seriöse Kryptobörse, aber da kann man halt nicht verhindern, wenn irgendwie Geld reinfließt. Wie gesagt, man muss sich nur verifizieren, wenn man es in echtes Geld austauscht. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Und es gibt genug andere Plattformen. Wenn es Binance jetzt irgendwie anders machen würde, mein Gott, dann gehen sie halt zu anderen Plattformen. Ich meine, ich musste mich auch zum einfach nur so exchangen bei Binance richtig verifizieren oder halt KYC machen. Changpeng Zhao oder auch CZ ist der CEO.
Der gebürtige Chinese ist wortwörtlich vom Burger-Flipper zum Kryptomilliardär aufgestiegen. Schon früh interessiert er sich für Kryptowährungen, vor allem für die Technik dahinter, die Blockchain. Im Interview gibt er sich kriegerisch. I think of myself more like the blacksmith that's making the sword for people the Kung Fu masters to use. Yes. Er arbeitet in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Unternehmen und gründet schließlich richtig Binance. Laut Webseite werden hier inzwischen mehr als 1,4 Millionen Transaktionen pro Sekunde abgewickelt. Und Forbes setzt ihn groß in Szene und nennt ihn den Krypto-Overlord. Man muss auch mal sagen, dass er ein ziemlich kompetenter Mensch ist, ja. Also ich meine, sowas wie Binance zu erschaffen, das ist sehr viel Arbeit. Also er hat es wahrscheinlich nicht alleine gemacht, aber zumindest mal sowas auf die Beine zu stellen, ist schon nicht ohne. Es gibt mittlerweile sehr viele solche Kryptomärkte, aber auch generell einfach groß zu werden, ist nicht einfach, weil du brauchst halt das Vertrauen, ja. Wie gesagt, bei Krypto ist es halt so, wenn ich jemand anders meine Kryptowährung schicke und ich weiß am Ende nicht, was bei rauskommt, dann habe ich halt tatsächlich einfach keine Garantie, dass das Geld zurück ist. Also, wenn er jetzt einfach abhauen würde mit dem ganzen Geld und bei Binance liegen mehrere Milliarden, wahrscheinlich sogar deutlich mehr als das, und er würde einfach abhauen, weil das Geld ist ja nicht seins. Das Geld ist ja das von seinen Kunden. Er muss es ja, das liegt wie auf einer Bank. Ja? Es wird jederzeit oder kann jederzeit abgehoben werden. Er hat quasi eine Kryptobank erschaffen. Und wenn er jetzt abhauen würde, dann wäre er reich. Das heißt, man muss ihm erstmal hoch Credit geben, sozusagen, dass er nicht einfach abhaut und untertaucht. Und deswegen ist es halt auch so ein bisschen was Besonderes, würde ich mal behaupten. Wir fragen CZ an. Vielleicht möchte er uns ja ein Interview geben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir finden Binance auch auf Deutsch, mit einem deutschen Impressum. Ja. In diesem Impressum steht Binance Deutschland GmbH und Co. KG in Tübingen. Das ist der Kopf von Binance Deutschland, ja. Wieso ist der zensiert? Der ist öffentlich. Also ich meine, Binance ist eine normale Firma, ja. Das ist wie ein normales Unternehmen. Das ist einfach, als würde ich quasi nach dem Vorstand von der Deutschen Bank suchen. Und der ist wahrscheinlich, sorry, jetzt nichts gegen Deutsche Bank, aber Binance ist fast schon seriöser als die Deutsche Bank, so zu sehen. Das ist jetzt überspitzt dargestellt. Okay, die Deutsche Bank ist schon seriös. Versteht mich nicht falsch. Aber Binance ist auch seriös. Es ist halt wie eine Bank. Nur halt eine Bank, die Kryptowährung unterstützt. PayPal unterstützt mittlerweile ja auch in anderen Ländern, bei uns noch nicht ganz, Kryptowährung. Das bedeutet, ihr könnt halt mit PayPal auch solche Trading-Sachen machen. Okay, dann rufen wir auch den Mann mit dem netten Lächeln mal an. Einfach mal. Ja, moin, hier spricht Timo Robben vom Norddeutschen Rundfunk. Ich hätte gerne mit Herrn gesprochen. Achso, ja, Sie haben den Vorstand angerufen. Vielleicht kann ich ja eine E-Mail schreiben. Oder Sie haben eine Handynummer, das wäre natürlich noch besser. Okay, oder wann ist er denn wieder da? Okay. Wir sollen eine E-Mail schreiben. Spoiler, ein Interview wird uns Binance Deutschland nicht geben. Aber wir schicken Fragen via E-Mail. Eigentlich sollte das so nicht möglich sein. Krypto-Traden ein- und auszahlen ohne Identifizierung. Denn wie bei Banken gelten in Deutschland auch hier Gesetze gegen Geldwäsche. Nur wenn man von echtem, also von Fiat-Geld, von Euro, in Kryptowährungen tauscht und wenn man von Kryptowährungen in Euro oder Dollar tauscht. Für Tauschen zwischen Kryptowährungen gilt gar kein Gesetz. Weil das ist, als würde ich hergehen und ein Gesetz fordern, wenn ich einen Apfel in eine Birne tausche. Brauche ich auch kein Geschäft für aufmachen. Das sind halt, ja, es ist halt einfach anders. Wir fahren zu einem Krypto-Startup in Berlin. Wie machen die das? Sorry. Prinzessinnenstraße 19. Das muss hier sein, ja. So, da wahrscheinlich, ne? Wild. Das ist alles wild. Er holt uns ab. Wir werden abgeholt. Ganz Startup-like befindet sich eben alles noch im Aufbau. Geil. Hier bei Bitwala verbinden sie ein klassisches Bankkonto mit einem Zugang zu Kryptowährung. Christoph Iwanitz ist der sogenannte Chief Financial Officer. Sein Team kümmere sich darum, dass alles gesetzeskonform geprüft werde. Eine Kontoeröffnung bei uns ist wie eine Kontoeröffnung bei einer Sparkasse, wenn man es online macht.
Also wir haben natürlich keinen Schalter, du kannst natürlich nicht irgendwo hingehen, deinen Personalausweis hinlegen, sondern wir machen ein Video-Identifizierungsverfahren, das ist die deutsche geübte Praxis und Standard. Und wir wären froh, wenn das auch mehr machen würden. Gibt es viele Exchanges, die diese neue Customer-Regeln nicht so ernst nehmen wie ihr? Es gibt Exchanges auf der Welt, die tatsächlich sehr stark versuchen, neue Customer-Regeln möglichst einfach zu gestalten, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es ist so, wenn ihr ein Girokonto aufmacht, dann muss die Bank ganz genau prüfen, wen sie da vor sich hat. Dafür gibt es Regeln, KYC-Regeln, also Know Your Customer, kenne deinen Kunden. Dafür erhebt die Bank ganz, ganz viele Daten. Das Offensichtlichste zum Beispiel euren Personalausweis. Nur wenn die Bank weiß, wen sie da vor sich hat, kann man schlussendlich auch das Geld zuordnen und so Geldwäsche eindämmen. Wir haben bis jetzt gelernt, in der Kryptowelt setzen offenbar nicht alle die Regeln so genau um, wie Bitwala es schildert. Aber das wäre wichtig. Also das fühlt sich jetzt gerade so an, als würden Sie sagen, dass Binance die Regeln nicht richtig umsetzt. Das stimmt so nicht. Binance setzt die Regeln um. Es geht nämlich nur darum, wenn man, ich muss mich hier zum 100. Mal wiederholen, US-Dollar oder Euro in Krypto. Da werden Binance sofort aktiv und sagen, hey, ohne Ausweis geht hier gar nichts. Und das ist ja auch richtig so. Das ist halt genau der Punkt an der Stelle. Es gibt durchaus solche Exchanges, wo das nicht so genau gemacht wird. Und ich habe auch eine Weile bei so einem Exchange eingekauft. Das hat auch wunderbar funktioniert. Aber mittlerweile machen die das genauso, weil es eben rechtlich mittlerweile vorgeschrieben ist. Früher war das noch alles ein bisschen einfacher. Aber ja, wie gesagt, wenn man am Ende dann einfach nur einen Fake-Ausweis hinterlegen kann, oder einfach ein geklautes Konto nehmen kann, dann macht das Crime Network halt das. Und das reicht völlig auch. Und im Zweifelsfall kann man einfach sagen, ey, yo, ab sofort alle Zahlungen in Monero und dann haben wir trotzdem alles anonym. Das bedeutet, es gibt immer Mittel und Wege und niemand kann einem verbieten, Monero-Wallets zu erstellen oder Zcash-Wallets zu erstellen oder Schlüssel zu erstellen, weil eben jeder das per Skript machen kann. Das bedeutet, jeder kann immer noch anonym traden. Der einzige Punkt, wo man halt nicht anonym ist, ist, wenn man Geld kauft und wenn man Geld wieder oder halt Krypto kauft oder verkauft. Und das ist halt genau der Punkt, wo eigentlich die Gesetze auch angreifen. Und hier gehen halt die Leute vom Crime Network einfach hin und sind illegal. So, das heißt, so ein KYC bringt da auch nichts, weil zum Beispiel so eine Prepaid-Card für Kryptowährung geht nur, wenn ihr einen Ausweis hinterlegt habt im Normalfall. Je mehr Anbieter ihre Kunden verifizieren, und zwar möglichst fälschungssicher und so, dass Fake-Identitäten angelegt werden können, umso mehr Bitcoin-Transaktionen sind eigentlich echten Personen zuordnenbar. Will heißen, wenn alle Kryptoanbieter KYC-Daten erheben, wird das Leben für Kriminelle wesentlich schwerer. Nein. Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass es Unternehmen gibt wie Bitwala, die sich natürlich an Know Your Customer-Regeln halten, die sozusagen versuchen, alles richtig zu machen und hier in Deutschland reguliert sind. Diese Regulierung hat natürlich auch einen Grund. Sie soll es zum Beispiel Strafverfolgern ermöglichen, illegale Zahlungsflüsse nachzuvollziehen. Thomas Goga, Staatsanwalt für Cybercrime, befasst sich genau damit. Moin, Herr Goga. Kommt jetzt wieder, ich kann Sie noch nicht hören. Es kommt wieder. Was für eine Rolle spielen Exchanges bei dieser Verfolgung von Kryptowährung? Diese Exchanges spielen eine sehr zentrale Rolle. Das sieht man ja dann auch, wenn man sich die Transaktionshistorien anschaut, wo die so hinführen. Und da sind die großen Kryptobörsen natürlich die Anlaufstelle der Wahl. Die haben auch die entsprechende Liquidität. Da sind sie hinreichend sicher, nicht irgendeinem Betrüger oder einem Scam aufzusitzen. Deswegen spielen die. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wenn ihr einen Bitcoin-Mixer zum Beispiel im Darknet vertraut, dann schickt ihr da eure Kryptowährungen, der haut einfach damit ab. Also da ist man dann halt einfach auf quasi einen Straftäter angewiesen, dass der sich korrekt verhält. Und mal ganz ehrlich, wer geht davon bitte aus? Ist selbstverständlich dann eine ganz entscheidende Rolle für die Kriminellen, aber auch für uns. Und würden diese Exchanges ihre Know Your Customer-Regeln ganz exakt einhalten, so wie es, sage ich mal, die Volksbank oder die Deutsche Bank wahrscheinlich jetzt gerade schon tun, dann würde wahrscheinlich die Welt schon anders aussehen für die Kriminellen, oder? Die Welt würde deutlich anders aussehen, wenn dieses KYC-Prinzip auch bei den Exchanges konsequent umgesetzt würde. Also mehr Regulierung analog den klassischen Geschäftsbanken wäre sicherlich schön. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass das sehr schwierig ist.
Also an der Regulierung liegt es nicht, ja. Nehmen wir einfach mal an, jede einzelne Kryptobörse da draußen macht für alles, für wirklich alles, also auch das Tauschen von Bitcoin in Monero, einen KYC und setzt den konsequent durch. So, dann gibt es immer noch 2 Szenarien. Das eine sind geklaute Konten, beziehungsweise mit Fake-Identitäten erschaffene Konten auf solchen Exchanges, beziehungsweise einfach irgendjemand auf Panama, ja, da wo die ganzen Steueroasen so oder so sind, der sich dann dort bei so einer Binance-Börse registriert und schon hat man wieder eine Person, die sich registriert hat, die nicht zurückverfolgbar ist. Das ist die eine Situation. Die andere Situation noch viel, viel einfacher. Man lässt ab sofort einfach Zahlungen in Bitcoin weg und nimmt einfach nur noch Monero als Zahlungsmittel. Monero hat sich mittlerweile so oder so schon durchgesetzt bei illegalen Geschäften als Zahlungsmittel. Und wenn Monero verboten wird, dann gibt es Zcash. Und wenn Zcash verboten wird, gibt es immer noch andere Sachen. Dash zum Beispiel mit Private Cent, ja. Es gibt Kryptowährungen, die sind nicht zurückverfolgbar, kryptografisch gesehen einfach, durch so kryptografische Mechanismen wie Ring Signatures. Und dann habt ihr auch völlig ohne Austauschen überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zurückzuverfolgen. Das heißt, es ist völlig egal. Wenn man einfach solche anonymen Sachen hat, dann wird das nicht zurückverfolgbar sein. Da kann man KYC machen, so viel man möchte. Und Binance setzt KYC richtig um. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass man eben vom Tauschen... Ach, ist zu oft jetzt. Ich weiß auch, dass das nicht alle unsere Probleme lösen wird. Was für eine Rolle spielt Binance bei Ihren Ermittlungen? Binance ist sicherlich einer der größeren Player in dem Bereich und damit ist Ihre Frage an sich eigentlich beantwortet. Damit ist klar, dass selbstverständlich auch Transaktionen über den gerade genannten Player bei uns eine Rolle. Geschaut. Binance hat auf der ganzen Welt zahlreiche Firmen gegründet. Die einzige Konstante ist CZ, also der Geschäftsführer. Und der hat mal in einem Interview gesagt, wo immer ich bin, da ist Binance. Und das ist offenbar überall und nirgendwo. Warum sich Binance-Firmen auf den Caymans, auf den British Virgin Islands oder auf Malta finden, wir wissen es nicht. Ernsthaft, ihr wisst es nicht? Okay, hier ein ganz kurzer Exkurs für alle Leute, die die Doku geguckt haben und sich wundern, warum er das nicht weiß. Ich weiß nicht, warum er das nicht weiß. Mir ist es ziemlich klar, warum. Warum ist zum Beispiel bei einigen Politikern oder bei anderen großen deutschen Firmen rausgekommen, dass sie einen Sitz auf den Cayman Islands haben oder auf Panama oder auf Malta? Warum ziehen die ganzen Streamer und YouTuber momentan nach Malta? Oder warum hat die Deutsche Bank und Mercedes und ganze andere Firmen einen Sitz in Delaware in den USA? Weil dort die Steuern sehr niedrig sind. Das ist ganz einfach. Das ist halt so simpel, ne? Es geht hier nur um die Steuern, weil da, wo man halt am wenigsten Steuern zahlen muss, da geht so ein Riesenunternehmen auch hin. Weil Binance muss ja dann Milliarden an Steuern zahlen. Und wenn sie da halt bei einer Steueroase sind, ja, mein Gott, dann wird man da halt natürlich weniger Steuern zahlen. So, ich meine, wie viele Streamer kennt ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, die jetzt in der letzten Zeit nach Malta gezogen sind oder zumindest dort einen Sitz haben. Also zumindest dort gelegentlich streamen. Weil auf Malta zahlt man 5% Steuern, glaube ich. Ich zahle hier in Deutschland ungefähr 50%. Nicht ganz 50. Aber wenn man halt alles raufrechnet, da kommt noch andere Sachen drauf, wie Krankenkasse etc. Also eigentlich sind es weniger. Aber es ist trotzdem mehr als genug, ja. Und ja, natürlich will so ein Riesenunternehmen, wo das Millionen ausmacht, irgendwo hin, wo es wenig kostet. Binance hält sich dazu bedeckt. Fest steht, es sind alles Länder mit laxen Regeln und noch weniger Kontrollen. Also wie ihr seht, ist das Binance-Geflecht sehr kompliziert. Okay, dann müssen wir aber auch hier sagen, ey Deutsche Bank, ey Daimler, ey welche Firma auch immer, quasi alle deutschen Firmen, die groß genug sind, haben dort irgendwo einen Sitz. So, kannst du, Sekunde, ich schau mal ganz kurz, ja? So, also, es gibt ein sogenanntes Corporation Trust Center in Delaware. Wie gesagt, Delaware ist eine ähnliche Steueroase wie Panama oder Cayman Islands oder British Virgin Islands. Und hier hat ein Gebäude, dieses kleine Gebäude, was ihr hier auf der Seite seht, da sind 285.000 Unternehmen registriert. Darunter Allianz, also die Versicherung Allianz mit Sitz in München. Darunter Adidas, American Airlines, Apple, Coca-Cola, General Motors, was im Endeffekt
Automobilhersteller Sondergleichnis. Ihr kennt vielleicht General Motors. Dann haben wir Google, Kentucky Fried Chicken, Lufthansa, Daimler, Verizon, Volkswagen. Und Volkswagen hat mehr als 10 Tochterfirmen registriert. Deutsche Bank hat hier 430 ihrer 2000 Zweckgesellschaften drin, ja. Das sind alles im Endeffekt Steueroasenbesetzer, ja. Da muss man auch sagen, okay, die sind dann auch nicht okay. Und das ist auch nicht okay. Also, wie gesagt, ich finde das auch nicht okay, dass sowas geht. Weil im Endeffekt müssten die eigentlich hier in Deutschland die Steuern zahlen, weil sie hier einen Geschäftssitz haben. Oder zumindest ein Großteil müssten sie hier in Deutschland zahlen. Aber sie tun das halt über solche geheimeren Sachen. Ja. Und das ist halt genau das Problem. Aber dann zu sagen, dass Binance hier Schwierigkeiten macht, nur weil sie eben den Sitz in der Steueroase haben, ist nicht ausreichend, finde ich. Also hier nicht weit genug geguckt, finde ich irgendwie. Und sorry, wenn ich hier so ein kleines bisschen am Ranten bin, aber das wirft alles so ein schlechtes Licht auf die Kryptowelt, das einfach nicht der Realität entspricht. Da kommt einfach noch sehr, sehr viel mehr zusammen. Wir sind jetzt hier im schönen Tübingen, denn da ist der Sitz von Binance Deutschland GmbH. Und das sieht bei Google Maps alles so ein bisschen aus, als wäre es irgendwo in einem Wohngebiet. Aber wir haben die Hoffnung, dass da vielleicht Bürogebäude sind und dass da eventuell Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind, mit denen wir mal ins Gespräch kommen. Oder vielleicht Johannes O. selbst. Und das alles wollen wir uns jetzt mal anschauen. Interessante Musik. Ich schneide das nicht. Irgendwie müssen wir... Da müssen wir hin. Guck, Treppen müssen wir steigen. Siehst du das? So, 110 Meter. Sieht immer noch eher nach Wohngegend aus, weniger nach Bürokomplex. Also ich gehe jetzt mal hier in diese Straße rein. Es scheint mir nämlich so, als wäre das tatsächlich ein Wohnhaus, also ein privates Haus. Deswegen gucke ich da jetzt mal. Das ist ja geil. Klingel mal und dann gucken wir mal. Vielleicht hat Johannes O. ja Lust, mit uns zu sprechen. Das würde uns natürlich sehr freuen, denn einige Fragen haben wir noch. Und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht sein Wohnhaus oder sowas. Das wäre echt, das finde ich ziemlich schlimm. Oder fände ich ziemlich schlimm, wenn das sein Wohnhaus wäre. Und dann haben wir das Binance Headquarter Deutschland auch mal gesehen. Das ist schon krass. So ein Headquarter einfach in so einem kleinen Wohngebiet. Die Binance Deutschland GmbH und Co. KG. Das da hinten ist sie. Das ist schon krass. Also, es ist tatsächlich, wie wir gedacht haben, das ist kein Bürogebäude, sondern ein Wohnhaus. Und Johannes O. steht auch an der Klingel. Ich habe gerade ganz kurz und freundlich nochmal mit einem Nachbarn mich unterhalten. Der sagte auch, dass sie da wohnen. Die seien jetzt wahrscheinlich gerade bei der Arbeit. Aber ein Bürogebäude ist das nicht. Außerdem stehen da die... Ja gut, aber ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn er seine Privatadresse als Impressum verwendet. Finde ich aber krass, sage ich jetzt mal. Aber ja. Diverse Firmen an der Klingel. Unter anderem Binance Deutschland GmbH und Co. KG. Wie geil ist das denn? Gut, man muss halt mal auch überlegen, ja, was macht der Kerl die ganze Zeit? Das ist wahrscheinlich ein Mensch, der sich um die Verwaltung kümmert. Das ist einer, der vielleicht irgendwoher irgendwelche günstigen Entwickler verwaltet. Die arbeiten halt alle im Homeoffice. Oder? Dann hat man halt nicht unbedingt ein Office. Kann man schon machen. Also der scheint sehr umtriebig zu sein. In dem Haus geht offensichtlich sehr viel Business-Action ab, würde ich mal sagen. Also, angetroffen haben wir niemanden. Aber wir haben ja eine Mail geschrieben. Und? Wir haben Antwort bekommen von Johannes O. Und da sagt er, dass für deutsche Kunden immer eine Identifizierung bereits bei Eröffnung des Kontos zwingend notwendig ist. Das haben wir anders erlebt. Wir konnten ein Konto eröffnen, ohne dass wir uns identifizieren müssen und können auch nach wie vor damit traden. Also wie gesagt, sie können nicht damit traden, sie können nur Kryptowährungen ineinander traden. Aber also wie gesagt, ich musste mich bei Binance auch komplett verifizieren, sobald ich irgendwas aufgemacht habe. Was mich ein bisschen gestört hat, ehrlich gesagt. Was ich aber auch, wie gesagt, verstehen kann. Aber der Witz ist ja, das ist mal wieder nur lokal gedacht, ja. Deutsche Gesetze beziehen sich immer nur auf Deutschland. Das ist das größte Problem von deutscher Digitalisierung. Ich habe darüber schon ein ganzes Video gemacht. Nennt sich die digitale Zerstörung der CDU. Ihr könnt es gerne angucken. Aber wenn ich jetzt einfach irgendwie halt ein Anonymisierungstool benutze, ein VPN, das Tor-Netzwerk, einfach nur ein Proxy, dann kann ich einfach meine Location so fälschen, dass ich halt im Ausland bin. Und dann gibt es Länder, die haben gar keine Vorschriften, was sowas angeht.
Und da ist auch Binance natürlich nicht verpflichtet, den Ausweis zu verifizieren. Und deswegen kann man da vielleicht dann sagen, okay, ich simuliere meinen Ort einfach an die Stelle ran. Und ja, nachvollziehen kann das sowieso niemand, weil wie gesagt, man kann ja nicht unbedingt nachvollziehen, ob jemand ein VPN benutzt oder nicht. Könnte auch einfach ein gemieteter Server sein und dann greife ich halt über den Server auf die Webseite zu. Die Frage ist, traden wir überhaupt mit Hilfe von Binance Deutschland? Da sagen Binance Deutschland und eine Firma, die sich um ihre Regulierung kümmert, nein. Offenbar seien wir nicht ihre Kunden gewesen, denn sie würden gar keinen Kryptohandel anbieten. Deshalb hätten sie nichts mit der Blockchain-Analyse zu tun oder dem Limit von 2 Bitcoin ohne Verifizierung. Sie seien unabhängig von Binance. Ah. Bei einem aktuellen Versuch mussten wir uns jetzt auch verifizieren. Fakt ist, wir konnten am Anfang unserer Recherche ein Konto erstellen und auch traden, ohne uns zu verifizieren und können das mit diesem Konto auch immer noch. Übrigens, während wir diesen Film fertigstellen, hat sich das Impressum geändert. Anstatt einer Adresse wird jetzt ein Dienstleister angegeben, der die Post weiterleitet. Und auch der Geschäftsführer ist nicht mehr Johannes O. Ui, okay. Die Frage, warum offenbar immer wieder illegale Gelder bei Binance gelandet sind, ist immer noch nicht geklärt. Diese Frage können wir gemeinsam mit dem Spiegel jetzt dem CEO von Binance stellen. Ihr erinnert euch, wir haben ihn angefragt und er hat tatsächlich zugesagt. Wie geil ist das denn? Der Krypto-Overlord wird uns jetzt ein Interview geben. Und wir wollen natürlich gerne wissen, was er darüber denkt, dass wir diese Cashflows, diese beziehungsweise betrügerischen Bitcoins, dass wir die zu Binance verfolgen konnten. Und ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was er jetzt gleich sagt. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Wäre ich auch. Wir wollen wissen, geil ist das. Was macht Binance, um sich gegen illegal erwirtschaftete Bitcoin zu schützen? Binance is very heavy on KYC, AML. We use about, I think, about 30 different tools on like sort of fraudulent transactions. We use blockchain analysis. We use elliptics. We use we have a suite of tools that help us to prevent this. We did a little blockchain analysis. You just mentioned it ourselves, and we could follow some bitcoins that were coming from darknet marketplaces like Crime Network, for example, and we could follow several transactions over years that went to Binance. What do you think about that? So yeah, so it does happen, and most of the time we are able to freeze it. So most likely those funds have already been dealt with by us. So that means we probably took most of the time we probably took measures to already stop that. But das Ding ist, auch für Binance, wie sollen sie sowas stoppen? Ja? Das ist super, super schwer. Erinnert euch nochmal dran, was ich gesagt habe gerade. Das Crime Network, also nehmen wir mal an, Binance kennt das Crime Network und beobachtet das, ja. Nehmen wir aber auch an, das Crime Network kann seine Schlüssel einfach durchcyclen, permanent. Es gibt was, das nennt sich HD-Wallets. Da könnt ihr quasi, also ihr habt einen Seed, ihr habt quasi so einen Zufall, ja. Und aus diesem Zufall werden dann neue Wallet-Adressen permanent generiert. Ihr könnt da unendlich viele Wallet-Adressen draus generieren in ein paar Millisekunden. Wie gesagt, 1000 Sekunden, ich hatte, oder eine Minute und ich habe mehrere tausend Wallet-Adressen. Ich kann euch das Video, wenn ihr wollt, auch verlinken. Das ist sogar in Python geschrieben, ich habe sogar ein Video dazu gemacht, glaub ich. Weiß ich nicht genau. Ich schau mal nachher. Und der Punkt ist, das Crime Network kann das ja auch machen. Ja? Das Crime Network kann einfach hergehen und die Schlüssel ändern. Damit ändert sich auch die Adresse und die ganzen Zahlungen sind halt einfach mal weg. Ja? Und das Crime Network selber kann auch einfach hergehen und zum Beispiel auf Exodus das ganze Geld ziehen, dort exchangen und dann wieder zurücküberweisen an die neue Adresse. Das macht überhaupt keinen Unterschied mehr. Jeder kann quasi seine Adressen permanent cyclen und dann ist das Geld halt nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen kann Binance hier nur bedingt viel machen. Sie können es halt dem Crime Network sehr, sehr schwer machen. Aber wenn das Crime Network dann einfach anfängt, seine Bitcoin-Adressen geheim zu halten und nicht öffentlich zu halten, dann haben die auch keine Chance mehr, weil sie können nicht von jedem Darknet-Market irgendwie die ganzen geheimen Public Keys, also die geheimen Adressen quasi rausfinden und dann permanent überwachen, weil wie gesagt, die können sie einfach minütlich durchcyclen und für jede Transaktion einfach eine andere Adresse verwenden. Das ist halt genau das Gute auch an Kryptowährungen, dass man es halt nicht so gut nachvollziehen kann, aber halt im Sinne von illegalen Geschäften leider auch das Schlechte. Deswegen
Binance sind da auch ein bisschen die Hände gebunden. Also ich würde da keinem Exchange, also jetzt Binance ist nicht der einzige Exchange und ich benutze Binance eigentlich selber auch nicht wirklich, das muss man hier auch an der Stelle dazu sagen. Aber ich würde denen jetzt keinen Vorwurf machen, weil es ist halt faktisch einfach genau dafür da, dass man das nicht machen kann in vielen Fällen. The fund itself is with us on the blockchain. It looks like it's sitting with us. But from the user account perspective, we'll most likely have worked with some law enforcement agencies to freeze those funds. All right, that means that someone who did that once will actually not get his funds back, will he? No, if we detected that, they will not get the funds back, and we also work with law enforcement. We'll actually give their, if they have an identity, we'll actually give the identity to law enforcement, etc. Okay. Jetzt ist ja, man könnte es so einfach umgehen, indem man halt einfach sagt, okay, ab sofort nur noch Monero. Und Monero kann man halt gar nicht zurückverfolgen, das ist ja genau der Witz dabei. Monero wurde auch tatsächlich von sehr, sehr vielen Exchanges mittlerweile verbannt. Das heißt, ihr könnt, ich weiß nicht, wie es bei Binance ist, ich glaube, auf Binance geht das definitiv noch. Aber es gab mal ein richtig großes Aufbäumen der Exchanges, die dann sogenannte Privacy Coins gebannt haben. Eben Monero, Zcash, Dash war da auch teilweise von betroffen, obwohl Dash nur Funktion hat, privat genutzt zu werden und nicht per se eine Privacy Coin ist. Aber das war ein ziemlich großes Ding. Man konnte dann eine Weile keine Privacy Coins mehr kaufen. Und ich glaube genau aus dem Grund, weil eben die ganzen illegalen Marktplätze sozusagen geswitcht sind und immer wieder diese Crime oder halt diese Monero-Adressen genutzt haben. Aber die brauchen keine Exchanges dafür. Die können halt einfach Zahlungen in Monero empfangen, Zahlungen in Monero behalten, weil man kann es eh nicht zurückverfolgen und dann halt Zahlungen in Monero auscashen. Fertig. Wenn sie halt einmal so eine Prepaid-Karte haben mit einem gefälschten Account, dann reicht das völlig aus. Das ist halt genau das. Das heißt, man muss eigentlich nicht, meiner Meinung nach, muss man nicht hierher gehen und sagen, die Sachen müssen mehr reguliert werden, sondern man muss besser vorgehen gegen Identitätsdiebstahl. Das heißt, es müssen weniger Ausweise im Internet landen und es muss schwerer sein, diese Ausweise zu fälschen. Das ist halt genau der Punkt. Wenn diese Ausweise immer noch fälschbar sind, dann haben wir immer das Problem. Dann werden die auch immer das Problem haben. Und ja, es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze ohne Ausweis zu machen tatsächlich, wenn man ein bisschen kreativ wird und ein bisschen im Internet suchen kann. Aber das ist wahrscheinlich für die, wie sage ich das nicht, für die Kriminellen nicht so angenehm und nicht so einfach. Deswegen nutzen sie halt solche Aus-Cash-Möglichkeiten. Because we made out several customers that did transfer not only once, but more often fraudulent Bitcoin to Binance. Why would they do that if the funds get frozen? It depends. So I don't know who you met. If you have a specific case, we can definitely take a look at it. But a generic comment like that, I don't really know. It's possible that there's many different type of fraudulent funds. It's possible that Elliptic or a third-party tool that we use did not detect it. It's possible, but based on comment like that, I can't really comment. But if you give me the specific user, we can look into that case. Wir haben die öffentlichen Crime Network Adressen geschickt. So könnte Binance alles selbst nachvollziehen. Und wir haben sie noch gefragt, was sie zum Chain Analysis Report sagen und ob es nicht denkbar wäre, die Identifizierung ihrer User grundsätzlich weltweit einzuführen. Die Antwort: Man möchte dem Interview nichts hinzufügen. Sie betonen nur nochmal, dass sie Compliance sehr ernst nehmen würden. Schmutzige Geschäfte mit Bitcoin wird man nicht abstellen können. Genauso wenig, wie man schmutzige Geschäfte mit Geld abstellen kann. Aber man kann es den Kriminellen schwerer machen, indem man ihnen nicht erlaubt, ohne Identifizierung Bitcoins hin und her zu schieben. Kryptobörsen wie zum Beispiel Binance spielen da offenbar eine große Rolle. Was meint denn ihr? Sollte man Krypto noch weiter regulieren? Soll man das pseudonyme Handeln mit zum Beispiel Bitcoin erschweren? Oder soll man den Menschen ihre Freiheit lassen und kriminelle Handlungen in Kauf nehmen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare. Ganz, ganz schwierig. Also, wie gesagt, Bitcoin ist pseudonym, Monero ist anonym mehr zumindest. Und wenn dann halt einfach die illegalen Zahlungen einfach in Monero ablaufen, macht halt überhaupt keinen Unterschied. Oder auch in Zcash. Es gibt genug Privacy Coins da hinten. Der einzige schwierige Punkt ist halt, an diese Coins zu kommen, da diese Coins aber meistens durch irgendwelche also durch verifizierte, geklaute Accounts kommen. Ich meine, vieles von diesen Geldern kommt eben über genau sowas, vor dem ich euch immer warne. Eben solche Fake-E-Mails, wo ihr quasi eine Nachricht bekommt, ey, yo, ich habe dich beim Masturbieren gesehen, überweis mir so und so viele Bitcoin auf dieses Wallet. Da könnte statt Bitcoin einfach Monero stehen. Und dann könnte niemand mehr nachvollziehen, dass ihr dieses Geld bekommen habt. Und das ist genau der Punkt. Das heißt,
wenn ihr einfach hergeht, oder wenn ihr einfach hergeht und selber euch quasi schützt, dann macht man es den Kriminellen automatisch noch sehr viel schwerer. Deswegen mache ich ja diese ganzen Videos hier. Und ja, das ist halt genau der Punkt. Man muss nicht noch mehr regulieren, also doch, man müsste noch ein paar Sachen regulieren, aber man müsste hier andere Sachen regulieren. Man müsste eben hergehen und die Anbieter, generell alle Anbieter oder vor allem eBay Kleinanzeigen auch, müsste man regulieren, dass eben keine Ausweisbilder oder sowas gemacht werden, weil über solche Ausweisbilder werden eben dann solche falschen Accounts erstellt und darüber kommen dann die Kriminellen auch zu diesen Accounts, mit denen man sich was auscashen kann. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich ein paar mehr Videos zu diesem ganzen Thema machen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es sehr wichtig ist und dass ihr das auch sehr interessant findet. Schreibt mir da mal gerne eure Kommentare dazu. Ich werde jetzt mich gleich an ein Skript setzen, was in die Richtung geht. Nicht unbedingt jetzt mit Kryptowährungen und so weiter, aber ja, wie gesagt, eine Regulierung von KYC bei solchen Leuten funktioniert einfach nicht. Da muss man andere Sachen regulieren und dann müsste man Krypto quasi halb verbieten und das ist halt nicht mehr möglich mittlerweile. Es geht de facto einfach nicht mehr. Und ja, also, sorry, aber es ist halt leider kryptografisch fast nicht möglich, da irgendwas zu machen. Wenn ihr eine Idee habt, was man machen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unten. Ich bin gespannt auf eure Sachen. Vielleicht kriege ich ein paar neue Einblicke. Ich weiß, dass hier ein paar Leute auch wirklich tief in dem Kryptozeug drinstecken. Ich kenne mich halt mit dem technischen Aspekt im Hintergrund aus. Mit dem, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Aspekten bin ich jetzt nicht so sehr vertraut. Aber technisch gesehen gibt es immer einen Weg sozusagen drumherum. Aber klar, natürlich, wenn man alles zu stark reguliert, dann sind die Privacy Coins quasi kaum mehr kaufbar. Ich denke, das würde wahrscheinlich, ja, nee, würde auch nicht richtig funktionieren. Mir fallen ständig irgendwelche neuen Lücken ein, die man dann ausnutzen kann. Ja, ist halt schwierig, ne? Also, das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, wir gucken noch ganz kurz hier fertig. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und hier oben haben wir einen Film über... Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst ihn bitte gerne ein Abo da, lasst mir ein Abo da, lasst ein Like bei beiden da und guckt vor allem bitte ihr Video, also das von Steuerung F, bitte auch bis zum Ende durch, weil das gibt ihnen quasi mehr Reichweite und das ist natürlich genau das, was wichtig ist. Das heißt, am besten einfach das Video von ihnen gucken, so nebenher nochmal. Und ja, dann war's das von meiner Seite. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.